Herzlich willkommen zu Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Ich bin Alexander Stein, neben mir sitzt mein herzhafter, herzlicher, wunderschöner Co-Host und mein Vereinskollege Per Jochumsen. Hallo. Wir haben Tim Schneider hinter der Technik und Grüße gehen raus an alle unsere Vereinskollegen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich schon tierisch auf diese Folge, weil sie den Beginn einer neuen Ära einleiten wird. Aber erst einmal sage ich Hallo Benjamin Igner. Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, du bist Tech-Influencer, nein, Tech-Podcaster. Ja, jetzt habe ich dich fast gekriegt, ne? Oder Ja, ich dachte schon, Tech-Influencer, oh Gott. Ja. Nee, Direkt Sponsorenverträge wir im reden Kopf mal darüber, geschlossen. wie viel Einfluss du hast in dem Bereich, aber du bist Tech-Podcaster und Gründer sowie Geschäftsführer, Inhaber der Stellar Work GmbH und der Podcast trägt auch den gleichen Namen, bloß ohne GmbH da dran, Stellar Work. Genau. Und du bist der Erste in einer Reihe, die wir jetzt starten, wo wir kollaborieren mit anderen Podcasts in unserer Sphäre, in unserer Bubble. Modernes Arbeiten. Du halt mit einem tech-orientierten Fokus mit drin und wir wollen mit dir darüber reden, was in deiner Nische sich in den letzten Jahren eigentlich getan hat, welche Future Skills dort sich herausgearbeitet haben und natürlich auch ein paar Anekdoten von dir hören, vor allem wenn sie humoristisch sind und teilenswert, sodass wir und unsere ZuhörerInnen eine schöne Zeit haben und im besten Fall noch was lernen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Kannst du ganz kurz einmal zusammenfassen, oder was ist denn dein Pitch, dein Elevator-Pitch für Stellar Work, für den Podcast? Ich interview jede zweite Woche einen Experten aus der Tech-Welt. Das sind Forscher von Universitäten, die gerade an spannenden Themen forschen. Das könnte ein Manager, ein Entwickler, eine Führungskraft aus einem Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley sein. Es könnte aber auch der Mittelständler, der relatable Mittelständler sein, der gerade zum Beispiel versucht, AI einzuführen und wir einfach ein sehr praxisnahes, praxisorientiertes Gespräch darüber führen, wie das funktioniert, was nicht funktioniert. Und ich hoffe davon selber natürlich viel mitzunehmen. Ist immer praktisch, wenn man eine Bühne hat. Dann hat man einen guten Grund, wichtige Leute einzuladen, die sonst eigentlich nicht mit einem reden würden. Sagen Mit wir den Arsch so. angucken. Ja, genau. Warum? Ja. Ja, du kannst Reichweite haben. Oh. Genau, ja. Ego Und schmeicheln, die ja. meisten fragen ja noch nicht mal, wie viel Reichweite der Podcast hat. Nee, wir werden gefragt tatsächlich, aber wir Echt? wollen dann auch, wir fragen immer nach Sponsoren und das ist nämlich auch ein guter Zeitpunkt, hier einmal kurz den Werbeblock einzublenden. Einmal an alle da draußen, wir haben noch Platz für Sponsoren. Diese Folge wird aber von euch unterstützt und von uns, das heißt dem Agila Norden e.V., unserer Dachveranstaltung. Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen, ist eine gemeinnützige Tätigkeit unter dem unter dem Schirm des gemeinnützigen agilanorden.ev. Falls ihr Ideen, Wünsche, Anmerkungen, Feedback habt für uns zu der Sendung, zu anderen Veranstaltungen, zum Verein generell, wenn ihr Mitglied werden wollt oder auch mal Gast, so wie Georg hier, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info@agila-norden.de. Falls ihr hier einen der Sponsorenplätze, die gerade frei sind, ergattern wollt, meldet ihr euch auch an info@agila-norden.de und dann kommen wir da ins Gespräch. Ansonsten zählt natürlich oder ist alles wertvoll, was ihr hier auch auf der jeweiligen Plattform machen könnt, bei Spotify, YouTube und Co. Also liken, subscriben, sharen, das Ganze da füttert den Algorithmus, dass mehr Leute diese Inhalte auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier geht's weiter, wo wir jetzt einmal über Sponsoring gesprochen haben und Werbung, wieder zurück zu dir. Weil dir laufen sie anscheinend die Bude ein, bei uns fragt man noch, wie viel Reichweite hast. Du hast gerade erwähnt, das ist gar nicht so, die kommen sofort, die kennen dich schon. Die wollen mit dir reden. Genau, aber halt keine Sponsoren. Also aktuell ist der Podcast komplett werbefrei, außer irgendeine Plattform schneidet irgendwas rein. Ja. Ihr bösen Plattformen, ihr macht das so gerne. Aber wir tatsächlich, das ist also Uber und Snap und Microsoft und Apple verbrennen einen Haufen Tokens. Wir verbrennen einen Haufen Geld, wenn wir einen Podcast machen. Ist komplett selbstfinanziert, keine Werbung. Und ja, da rennen uns die Gäste jetzt die Bude ein, weiß ich nicht. Also wir haben jetzt 60 Folgen. Das ist aber über schon 60 krass. habe ich gesehen. Über 60, ja, 60, genau. Also aber wir sind jetzt, glaube ich, von den Aufnahmen sind wir gerade bei Folge 70 geil. ungefähr. Wie lange habt ihr Vorlauf in der Produktion? Unterschiedlich. Manchmal einen Tag, Ja, so wie letztens, wo ich länger krank war und dann ein bisschen was nachzuholen hatte. Und manchmal sind es aber auch wirklich dann 2 Monate oder so. Wir schauen halt immer, dass wenn wir ein Thema haben, was irgendwie jetzt super zeitkritisch ist, weil zum Beispiel, also ich hatte einmal den Matthias Wagner von Flux AI interviewt. Und das ist halt eine ziemlich coole Geschichte gewesen, weil die zu der gleichen Zeit, wo wir das Interview hatten oder eine Woche danach, haben die ihre Series B
announced Mhm. und haben halt da die Werbetrommel gerührt. Und dann war es eben wichtig, dass der Podcast Ja, natürlich dann ins passend, gleiche das Horn stimmt. stößt. Ja, wäre dann 3 Wochen oder 3 Monate später gar nicht mehr so spannend gewesen. Ja, haben sich nicht Ja, mehr so vor allem viele im Leute KI-Bereich interessiert. muss man ja vorsichtig sein. Ne? Eine Woche später ist das neue Update und alles, was wir besprochen Ja. haben, ist hinfällig, so, Ja. weil es nicht mehr funktioniert oder jetzt ganz anders. Ja, das stimmt Das ist schon tatsächlich. ein bisschen Das- kacke. Ja, das ist kacke. Deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen drauf zu schauen, was sind denn eigentlich die Praxisgeschichten von den Firmen. Deswegen mag ich das zum Beispiel halt echt Leute von Uber, die jetzt auch in der Presse waren, weil sie einfach so unfassbar viele Tokens verbrannt und verballert haben, Mhm. einfach zu hören, okay, die haben einfach, also da kann man jetzt drüber lachen, ne? Aber die haben einfach so viel mehr experimentiert und ins Experimentieren investiert als andere Firmen, dass wir blöd wären, da nicht hinzuschauen und das einfach nur abzulächeln, wie, ach, die Idioten, war doch richtig, dass wir Microsoft Copilot ausgerollt haben, statt dass wir da irgendwie wirklich Geld Mehr so die reingesteckt Haltung, haben. wir haben die Token für euch verbrannt, damit ihr es nicht tun müsst. Hört genau. uns zu. So, ja. Aber Leute müssen dann auch wirklich hinschauen und gucken, was haben die denn gemacht und so. Und das macht halt Spaß, im Podcast rauszufinden. Ja. Mhm. Ist das mal kurz das zu unterstreichen, ist das ein Future Skill, der sich auch in den Jahren zuvor verändert hat oder so nicht da war, dass mehr experimentiert, also noch mehr experimentiert wird wie früher und vor allem da, jetzt bin ich ein bisschen suggestiv, aber aus meiner Erfahrung, die Schere auch weiter aufgeht. Einige, die machen halt wie immer und evaluieren auch KI-Tools etc. wie früher und rollen die in dem gemächlichen Tempo aus wie früher und andere, die einfach weglaufen und Hauptsache wir iterieren, wir experimentieren etc. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Entwicklung, wo die Arbeitswelt gerade herkommt. Wenn wir jetzt hauptsächlich, sagen wir mal, in der Produktentwicklung oder in der Softwareentwicklung schauen, da waren die letzten Jahre doch schon sehr stark geprägt. Ich glaube, viele oder Zuhörer kennen sich so in der agilen Community aus. War doch sehr geprägt von weg vom agilen Manifest hin zu standardisierten Prozessen und Frameworks. Dieses Scaled Agile Framework hat einen totalen Run irgendwie gehabt und Leute haben festgestellt, okay, diese ganzen Blueprints, diese ganzen vorgegebenen Prozessstrukturen helfen uns überhaupt nicht dabei, das Ziel zu erreichen. Mhm. Das ist, denke ich, das eine, was man gelernt hat. Und dann hat man auch gesehen, dass ganz viel internes Budget bei den Firmen dann geschiftet ist, weg von agilen Zertifizierungsschulungen und so Kram hin zu Leute in AI befähigen, vielleicht eigene Modelle aufbauen, Token kaufen, Token verbrennen. Also, dass da einfach also die ganzen Investitionen rübergegangen sind. Und was da noch mit einhergeht, ist natürlich, dass diese ganze AI-Bubble gerade total wilder Westen ist. Ja. Also ich sehe es jedes Mal, wenn ich zu einem Kunden zum Beispiel fahre, einem Mittelständler und der möchte irgendwelche Maschinen intelligent miteinander verschalten oder so. Und der erzählt mir dann, wie schwierig das für den ist, sozusagen, dass da überhaupt Leute für zu sensibilisieren. Ne? Dann denke ich mir schon manchmal, okay, wir sind noch komplett am Anfang. Und dann gehe ich von dem Termin wieder weg, ich mache Twitter auf und fühle mich wie der dümmste Mensch der Welt. Weil irgendwelche Leute, ja, wir haben jetzt irgendwie CMUX in die CLI gelegt und orchestraten damit irgendwie 12 Agents über 13 verschiedene LLMs, die irgendwie, keine Ahnung, 1 Million Repositories irgendwas machen, was am Ende nichts bringt oder so. Ja? Aber Aber ist ich das stehe nicht das davor Gleiche, wie und wenn du mit den Finance Bros redest und die dann halt mit ihren, hier SMA 200 wurde gedroppt um 3% und dann ist der ja, um 5 Tausender Hebel orange. Genau, Saft. 1000 Hebel, 5 Bips runtergegangen und der QQQ ist gerade auf dem niedrigsten Stand seit 1938. Also da wird ja auch eine Hemmschwelle oder eine Markteintrittshürde erzeugt für den normalen Konsumenten von KI-Tools, die aber nicht unbedingt zeigt, dass es elaborierter ist oder schon weiter fortgeschritten, Ja. sondern das ja also da muss man ja ein bisschen genauer hingucken und prüfen, ist da wirklich Substanz dahinter oder versucht man sich absichtlich abzugrenzen, weil man sonst gar keine Unterscheidung hätte. Ja. Und das ist eher nur Zugehörigkeit, weil vor allem im Tech-Bereich haben wir, das haben wir auch im Podcast in den letzten Monaten immer wieder besprochen, weil du Agilität gesagt hast, Agilität ist halt tot und solche Geschichten und andere Themen, die auch aussterben. Und es ist halt gerade sehr viel Bedarf an Orientierung bei den Leuten. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass auch diese Zugehörigkeit. Und wir haben auch mal eine Folge gemacht letztes Jahr, also schon jetzt fast ein Jahr her, über Hype-Cycle. Und ob die KI-Themen, also KI nicht als Ganzes, aber KI-Themen, die halt aufploppen, vor allem in der Geschwindigkeit, in der sie jetzt aufploppen, ne, mit Update hier und neue Version da, ob die wirklich bleiben oder halt wieder abflauen. Ja. Wie nimmst du das wahr? Du hast jetzt gerade gesagt, Wilder Westen. Ist es ein wildes Ausprobieren, weil der Markt sich konsolidiert und eigentlich erst formt?
Oder ist da Substanz dahinter? Was ist dein Eindruck? Ja, also vielleicht noch einen Schritt zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich muss nochmal betonen, ich finde das ziemlich gut, dass die Markteintrittshürde so hoch ist. Ich finde das gut, dass gerade Wilder Westen ist, weil das zwingt Firmen, das zwingt Organisationen und auch Individuen dazu, sich ihre eigene Meinung zu bilden und versuchen, eigene Wege zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist gut. Also ich bin ja so ein Stück weit von der Agilität weggerückt, weil das ganze agile Thema immer weiterhin ist zu, sag mir bitte, wie ich mich zu organisieren habe. Also, ey, du machst den Job seit 30 Jahren und jetzt lässt du dir von irgend so einem dahergelaufenen SPC irgendwie erklären, Ich möchte aber wie meinen wie der Standard haben, Prozess ich möchte meinen läuft. Standard leben, lass mich Ja. mit dem anderen Scheiß in Ruhe. Ja, Die große Hürde bei ja. für Agilität ja für viele bis heute, dass sie da mitdenken müssen. Also die dürfen jetzt wieder mitarbeiten und mitdenken und auch mitregieren, aber und dann erkennen die Teams das und wollen dann wieder zurück, oh sorry, aber das ist ja Arbeit. Hm. Ja. Ja. Was machen denn die bei KI reinsteigen und dann feststellen, oh scheiße, hier gibt es ja gar keine Blaupause, es gibt noch gar nicht die Leute, die mir sagen, wie alles geht. Ich muss also selber denken, habe ich keine Lust zu? Versuchen sie es dann auszusitzen? Die rollen dann Microsoft Copilot aus und schauen dann zu, wie ihre Mitarbeiter sagen, KI, das funktioniert ja nicht. Ich habe das mal probiert mit dem Co-Piloten da und nö, das ist nichts für mich. Und das sehen wir ja tatsächlich auch in den Zahlen. Also es war jetzt die 2026er McKinsey-Studie, die hat 25 angefangen und ist jetzt erst rausgekommen über das Nutzungsverhalten von AI in mittleren bis großen Firmen. Mhm. Und dann siehst du, dass in Deutschland sind wir irgendwo bei 16% Market Penetration in dem Segment. Das heißt, 16% nutzen KI täglich. Das war so das, was sie abgefragt haben. Nutzt du KI täglich auf Arbeit? Und in den USA sind die, ich glaube, ich müsste nochmal nachschauen, aber von 32 runter auf 22% oder sowas, year on year. Und das kommt vor allem daher, dass Leute frustriert sind und dass Sachen nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wenn man seine Firma auf AI umstellen will, was auch immer das bedeutet, sagen wir, Leute verwenden das halt einfach irgendwie erstmal, denen halt ein sehr schlechtes Werkzeug in die Hand geben, weil es zufällig in irgendeiner dummen Subscription enthalten ist oder halt wenig kostet oder halt sich besonders sicher anfühlt oder weiß der Kuckuck warum. Ja, der Datenschutzbeauftragte hat gesagt, wir Ja, dürfen das. ja, genau. Oder das ist das eine Tool, das schon durch den Prozess intern Ja. durch ist. Aber du verbrennst dann halt den Spaß und die Freude, Ja. den es braucht, um dann Das wirklich merke ich auch irgendwie bei Traktion zu vielen bekommen. Kunden von mir. Vor allem, wenn es dann geht, aber jetzt ist doch wieder, sagen wir, Gemini gerade einen Schritt vor in dem Bereich, den wir brauchen, können wir wieder rüberwechseln. Ja, aber nee, da haben wir ja gar keine Enterprise-Lizenz. Mhm. So, das funktioniert ja gar nicht. Also wir können jetzt den Evaluierungsprozess wieder anstoßen, aber der dauert jetzt 6 Wochen. Ja. Und? Ja, aber dann ist doch Chatty wieder vorne. So. Ja. Ne, da kommen ja, also vor allem so ab dem Mittelstand kommen die Firmen teilweise ja überhaupt nicht hinterher. Und du hast ja gesagt, ihr habt eine Session oder du hast eine Podcast-Folge mit den Uber-Leuten gemacht, auch und auch darüber mit denen geredet, was sie gelernt haben beim Tokenverbrennen und sowas. Ne? Ist die schon live oder ist die noch in der Die Queue? ist schon live, Die ja. ist schon live, also schaut sie euch an. Oder hört sie euch an, besser gesagt. Das ist mit Video. Ja, ist mit Video. Kann man genau, wie wir anschauen. auch Schaut sie aus schaut Spotify. oder hört sie euch an. Am besten, wenn beides. ihr Video guckt, hört auch zu. Nachdem ihr unseren Podcast gehört habt. Nachdem ihr Folgen. das hier ausgehalten habt und zu Ende gehört habt, genau. Aber aus dem Gespräch, ne, was war da spannend für dich oder was hast du da mitgenommen? 1, 2 Nuggets, damit ihr auch wirklich euch das anhört? Ja, also 2 Sachen. Das eine ist, 3 Sachen eigentlich. Das eine ist, es muss den Leuten leicht gemacht werden, damit rumzuspielen und damit zu experimentieren. Es braucht einen Freiraum, es braucht eine Sandbox, in der man tatsächlich zumindest mal einen kleinen Mehrwert irgendwie schafft. Der Bereich auf unserem SharePoint spielt rum. Alles Wenn es cool. kaputt geht, nicht so schlimm. Ja, oder so. genau. Ja. So. Der andere Bereich, irgendwie MCP zu unserem, keine Ahnung, Personio? Nein, das ist No-Go. Ja. So. Also da einfach klar zu definieren, wo der Sandkasten ist, in dem die Leute spielen gehören. Und ihnen dann einen Freiraum zu geben. Was gut funktioniert, sind halt Community-Events, getrieben von, ich würde jetzt Evangelisten sagen, aber in den meisten Fällen sind das Leute, zu denen man aufschaut und sich denkt, das sind halt die Leute, die hier eine coole Karriere hingelegt haben, die cooles Zeug machen, die viel Ansehen in der Firma genießen. Und wenn von der Gruppe Menschen dann Leute Bock haben, was Cooles zu machen mit AI, die vorne als Galionsfigur vor dieses Ding hinspannen und viel versuchen, über Community in der Firma rauszukriegen. Also, wenn jetzt jemand von extern kommt und der zeigt mir, was da alles geht, das ist eins. Aber wenn jetzt irgendwie mein Arbeitskollege sagt, kennst du diese eine super nervige Aufgabe, für die ich irgendwie 2 Stunden brauche? Die habe ich letztens 5 Minuten mir mit AI zusammen gecheatet. Das ist schon ziemlich cool halt. Und
Ob jetzt Leute diese eine Aufgabe auch haben oder nicht, aber es schindet einfach Eindruck, ne? Also das ist das eine. Und, oder das sind die beiden Punkte. Und das dritte ist, dass ganz viel Mehrwert wird dadurch entstehen, dass wir AI in Nicht-Coding-Bereichen einsetzen. Mhm. Also wir sagen ja immer, AI ist super gut darin, irgendwie Code zu schreiben und Softwareentwickler werden jetzt irgendwie performanter, so, aber das Problem ist, dass ja Arbeit, also wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Feature oder ein Produkt anschaut, das irgendwie entwickelt werden soll, die meiste Arbeit ist ja nicht, da sitzt jemand und macht Klick-Klack auf dem Keyboard. Sondern die meiste Arbeit es lungern 100 Features in dem Backlog rum, keiner traut sich das zu entscheiden, die Budgetfreigabe dauert noch so und so lang, das müsste mal jemand dem Geschäftsführer pitchen, da wissen wir noch nicht, in welche Richtung wir gehen, da müssen wir erst Research machen, da haben wir keine Zeit für. Das ist ja super viel Papieraufwand. Da ist AI halt richtig, richtig gut drin. Mhm. Und Leute reden über Cloud Code und ich verwende das im Terminal oder in meiner IDE oder wie auch immer, aber eigentlich das Ganze accessible zu machen für Leute, die halt damit nichts am Hut haben, die halt deren technischer Horizont irgendwo bei Jira-Queries aufhört, das ist halt Und das ist ja schon hochgeschossen. gut. So, Ja. ja. Weil da möchte ich einhaken, was mir die letzten beiden Wochen richtig hart aufgefallen ist, auch in meiner Arbeit und bei meinen Kunden. Diese Eintrittshürde, die wir haben, ne? Du hast jetzt Cloud Code erwähnt und so weiter, finde ich am besten eine ganze Vibe-Coding-Geschichte. Du musst halt immer noch coden. Du musst halt wirklich, ne, klar, mit menschlichen Text und so weiter, aber es kommt halt Code raus. Und die meisten Leute, also die Hürde ist halt da extrem groß, das zu nutzen, weil es ja nicht einfach in den Alltag integriert ist. Mhm. Und das finde ich halt darum spannend. Jetzt machen wir einen kleinen Bogen. Wenn so viel iteriert wird auch in den Firmen und die geilen Scheiß machen, und ich werde dich gleich noch fragen, was so die spannendste und bemerkenswerteste Anekdote da in der letzten Folge war. Warum kommt das nicht im Alltag an? Also ja, wir haben Chatbots auf den Webseiten und Hotlines sind die Hölle seit ein paar Monaten, weil ich nicht mehr mit Menschen reden darf, sondern mich da durchquälen muss und so weiter. Und du kriegst Scam-Anrufe und so und Bilder müssen gekennzeichnet werden aus guten Gründen. Aber hast du mitgekriegt, als jemand hier den AI-Bot von Wendy's gehackt hat und der Bot quasi den API-Key geleakt hat? Ja. Wunderbar. Ja, Also genau so, ne? Also da sind noch Menschheit 1. Ja, da sind noch Schwierigkeiten. Genau, das meine ich. Da sind noch Zero. Schwierigkeiten drin. So, und ich frage mich halt, wenn so viel iteriert wird und wir ja auch so viel über KI reden und auch hören, wieso kommt das nicht in den Alltag? Was meinst du? Weil halt immer noch nur 16% der Leute AI im Alltag verwenden. Aber Also, was sind die Gründe dafür? zum einen, weil sie nicht die richtigen Tools haben. Also ein Copilot zur Verfügung zu stellen, funktioniert nicht und verbrennt einfach nur die Freude daran. Und das nächste ist, die Leute sehen keine Use Cases. Also ein Use Case für AI zu finden, ist ein Talent. Also das klingt total banal, ne? Aber ich kann das auch nicht wirklich gut. Ich habe jetzt halt angefangen, so ein AI-First-Approach, klingt jetzt total hochtrabend, aber immer wenn ich halt überlege, ich muss irgendwas machen, überlege ich gerade als erstes, wie kriege ich die AI dazu, das zu machen, auch wenn es länger dauert. Einfach nur um Schneiden wir raus. einfach nur um zu lernen, wie könnte ich das hinkriegen, ne? Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich jeden Freitag läuft bei mir ein Skill durch, der checkt meine ganzen Chatlogs mit meinem Cloud und der sagt dann sowas wie, also mir ist jetzt aufgefallen, du hast irgendwie letzten Monat 20 Mal diese eine Anfrage gemacht. Die ist immer ungefähr ähnlich. Das könnten wir automatisieren, wenn du Bock hast. Und dann gibt er mir so eine Liste an Kram zum Automatisieren und ich überlege mir, mit was davon möchte ich mein Wochenende verschwenden. Okay, das funktioniert bei dir. Und ne, wir nutzen auch KI relativ viel. Also ne, im Verhältnis zu den anderen, was ist denn 100 minus 16? 84% der Deutschen. Was braucht es gerade noch, damit wir die anderen erreichen? Ist es du hast gesagt, Tools, also Zugänglichkeit. Ne? Das ist oder ist es fehlendes Know-how? Ist es noch Angst? Was nimmst du denn wahr, auch bei den Leuten, die ja mit KI arbeiten, als deine Gäste und da ja auch versuchen, in den Markt reinzugehen? Haben die mit dir darüber gesprochen, wo da gerade noch die Hürden sind, also die Akzeptanz und auch die Nutzung zu verbreitern? Also aktuell ist es tatsächlich, also der Hauptgrund, warum das eher restriktiv genutzt wird, ist, weil es halt restriktive Vorschriften gibt. Und weil wir ganz oft darüber reden, was könnte denn Schlimmes passieren oder muss man überlegen, ob man das wirklich machen darf. Und dann, wenn die Leute zweifeln, verwenden sie es halt sicherheitshalber nicht. Und das sind jetzt auch nicht wirklich, also ohne jetzt
einer Elterngeneration zu nahe treten zu wollen, aber wir haben ein demografisches Problem, das da heißt, dass wir sehr viele immer älter werdende Leute haben und weniger junge Leute, die nachkommen. Das heißt, die Workforce, über die wir gerade reden, Ist die damit nicht natürlich vertraut, ne? Wächst da nicht rein. ja. Ja. Ja, und das ist ein Stück weit ein Problem, weil die gehen per Default eher auf Vorsicht, von dem, Und- was ich sehe. Und finde ich spannend, weil ich gehöre jetzt auch zu Und den auch aus älteren guten Leuten. Gründen. Also Das wollte ich sagen. Ich bin die einerseits sind- völlig dafür, dass die auf Sicherheit Die gehen. sind ja seit Jahrzehnten reden wir auf sie ein und sagen, klickt nicht auf auf jeden Link in jeder Genau, und E-Mail-Adresse jetzt klicken die ganzen und sowas Jesus-Bilder. und all sowas, ne? Und sind halt ganz vorsichtig und sind dann total froh, wenn sich die Eltern und Schwiegereltern daran halten Und es gibt lieber ja einmal zu echte viel Sicherheitslücken. Du fragen. hast ja die Wendy-Chat erwähnt, ne? Und Mhm. es gab ja den einen Autohändler in Amerika, der dann Rabatte ausgespuckt hat ohne Ende Mhm. und so weiter. Also da sind ja eindeutige Lücken drin, ne? Und wo es halt wirklich funktioniert oder wo die KI-Nutzung wahrscheinlich über 16% ist, ist es halt im ganzen Scam und Austricksereibereich, eine ganze Enkeltrick-Geschichte und so weiter. Also da bin ich sogar auf einer Seite dafür, sehr vorsichtig zu sein, wenn ich sehe, wie KI genutzt wird und wo die technischen Limitierungen noch sind. Auf der anderen Seite bin ich leider dann hin und her gerissen, völlig bei dir, weil wir sind auch ein Land, das elektronisches Geld ablehnt und da in der Vergangenheit, in Anführungszeichen, dann halt steckt. Und andere Themen, ne, Internetausbau, wir sind immer noch auf Kupfer. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir hier nicht drüber reden, irgendwie einen Chatbot auf einer Webseite live zu schalten, der irgendwie Tokens über Wir reden am Ende auch darüber, verbrennt, Roboter im Haushalt zu haben, ne? Also dass unsere Eltern dann abgewaschen bekommen. Schon, aber in den meisten Fällen geht es darum, zum Beispiel Claude in Excel zu integrieren. Und ihnen dann einfach zu sagen, mach hier mal irgendwie eine Pivot-Tabelle draus oder so. Mach hier mal Ja, aber das machen ja meine Eltern nicht. Ja, aber wenn wir jetzt in die Arbeitswelt mit reingehen, Genau, ist das ja eher so die Flughöhe, auf der wir unterwegs sind. So, das ist ja so der nächste Step, dass Leute irgendwie das in PowerPoint integrieren und sagen, mach mal alle Männchen linksbündig hier oder so. Ja, oder mir ist aufgefallen, du hast schon 6-mal diese Woche aus einer E-Mail die Anhänge abgespeichert, um sie dann in einem anderen Programm wieder zu laden oder was weiß ich. Ja, und was mir tatsächlich noch fehlt, ist auch Safety und Employer Health und so weiter. Also nicht auch mal KI gucken zu lassen an den Verhalten. Du hast jetzt die E-Mail-Geschichten, aber generell auch, ne, dass man die KI vielleicht darauf hinweist und Warnschüsse gibt, hey, euer Meetingverhalten ist da und da sehr destruktiv. So, ne, die Krankheitsraten sind hochgegangen im Unternehmen. Da habe ich auch noch keine Lösung gesehen, die wirklich da auch für die Führung Tipps und Dashboards anbieten. So, oder, ne, aber möchtest du, dass deine Krankheitstage von der AI getrackt werden? Nein, aber ich würde als Geschäftsführer gerne wissen, wenn die Krankheitsstände entgegen der saisonalen Quoten halt ausschlagen oder übers Jahr schlechter werden, genauso wie ich unsere Einnahmen tracken möchte. Also, ne, also Fehlzeiten und so weiter. Vor allem, wenn es dann irgendwie in einzelnen Bereichen ist. Also solche Auffälligkeiten. Konsumverhalten. Also wird mehr Tee, Kaffee konsumiert, werden die Obstkörbe weggeschmissen oder gegessen. So alltagsbezogene KI-Anwendungen, die tatsächlich auch im Unternehmen für Mitarbeiterbindung, aber halt auch für Gesundheit helfen können. Ich befürchte, damit bist du aber schon noch einen Schritt zu weit. Ich glaube, der nächste Schritt ist tatsächlich gar nicht das, was du gerade beschrieben hast, sondern ich habe hier 3 Teams-Transcriptions und einen Projektantrag über 12 Seiten. Irgendwie muss ich den jetzt in Jira-Tickets umwandeln. Also wirklich super stumpfsinnige Arbeit. Ja. Die eigentlich total einfach zu lösen wäre. Aber Leute wissen nicht, was ist ein MCP? Darf ich Jira eigentlich hier verbinden? Kriegt das Copilot eigentlich hin? Haben wir eigentlich ein Template, wie irgendwie solche Tickets auszusehen haben? Wie matche ich Felder? Weißt du was? Ich lasse das jemand anders machen. Und, weil du das gerade angesprochen hast, es gibt in sehr vielen Firmen leider Leute, deren Job Description inoffiziell eigentlich nur daraus besteht, Jira-Tickets zu schreiben oder zu verwalten. Und die kriegen natürlich sofort Panik, wenn da eine KI rangeht. Wie nimmst du denn also vor allem bei deinen Gästen, das Thema mit den Entlassungswellen in der IT? Wir haben jetzt gerade mal wieder, die letzten Wochen gibt es wieder sehr viel, tatsächlich die jüngsten Wochen sehr viel Schlagzeilen in der Spieleentwicklung zum Beispiel. Microsoft hat 20% der Belegschaft und so weiter auf die Straße gesetzt, vor allem im Xbox-Bereich und hier und da. Wie gehen deine Gäste damit um? Dass KI halt Arbeitsplätze gefährdet oder sind es gar keine Arbeitsplätze, sind Aufgaben, die wegfallen und effizienter gestaltet werden und wir machen uns einfach zu Unrecht Sorgen da? Oder wie nimmst du das wahr? Also das war vor allem, würde ich sagen, so in den letzten 10 Folgen das Thema. Ja. Gerade die Folgen, die ich im Silicon Valley aufgenommen habe, weil die ja schon mal ein Stück weit da ein bisschen uns voraus sind. Im Denken oder auch im Handeln und Umsetzen? Ja, in leben die wirklich den Layoffs, weil das einfacher geht als bei uns. Ja. Okay.
Und da muss man einfach sagen, also da wird ganz oft AI vorgeschoben. Ja. Ehrlicherweise ist es aber so, dass sie quasi einfach den Peak, den sie dann nach Corona, gab es ja eine ziemliche Hypewelle für alles, also das ganze angestaute Budget ist dann auf einmal 2021, Anfang 22 vielleicht noch freigesetzt worden. Leute haben dann geheiert, weil sie dachten, die Party geht für ewig weiter. Genau, und es sind auch viele Investments gemacht worden in Bereiche, die einfach, wenn man zu Hause sitzt, gebraucht werden. Ne? Ja. Zoom als Firma, Videospiel, hatten wir gerade schon genannt. So, und das rächt sich jetzt. Leute haben geheiert, also Firmen haben geheiert. Und wenn du schaust, wie das Trajectory aussieht, dann siehst du einfach nur, dass sie den Knick korrigiert haben mit den Layoffs jetzt. Und das jetzt AI vorzuschieben, ist halt eine coole Variante, das zu vermarkten als, guck mal, was ich als Manager hier wieder an Kosten eingespart habe. Wenn in Wahrheit eigentlich das ist, dass wir zu wenig Nachfrage haben. Ja, beziehungsweise uns auch verkalkuliert haben Ja, mit das großen auch, Wetten. klar. Ich meine, wir haben dann auch den finanziellen Rhythmus, wo dann die Investoren, vor allem in Amerika ja viel Aktienunternehmen, mehr als bei uns. Das heißt, die öffentlich gehandelt, wo wieder neue Gelder eingeholt werden müssen, Kredite auslaufen und so weiter. Da ist es dann leider ja sehr angenehm und passend, das vorzuschieben, ja, wir machen das jetzt wegen technologischem Wandel. Weil dann ist es entweder erstmal entmenschlifiziert, wir können ja nichts dafür, so ist die Technik, so entwickelt sich die Welt. Wettbewerb, was auch immer das heißt. Man kann die KI vorschieben, hat eine Begründung, warum, also betriebsbedingt. Und ist noch ein schönes Zeichen Richtung der Investoren, dass wir jetzt investieren. Also wir schmeißen ja nicht raus, sondern wir Effizienz steigern die Kostenstruktur. Also es gibt mehrere Szenarien irgendwie, in das geht, wenn wir jetzt zum Beispiel die Firmen anschauen wie Klarna, die das dann auch wirklich hart durchgezogen haben mit dem Customer Support, haben die Leute gefeuert, dann haben die versucht, das mit AI zu fixen, das hat überhaupt nicht funktioniert, dann mussten sie die Leute wieder hiren. Und was waren es? Ich müsste lügen, aber es waren mindestens mal on average 12%, die sie halt den Leuten mehr zahlen mussten, um dann die Leute wieder zu kriegen und sie nicht noch neue Leute neu einarbeiten zu müssen. Und ich glaube, wenn wir über Layoffs sprechen, also AI-bezogene Layoffs, dann glaube ich, wird es eher so sein, dass gerade versuchen ja echt viele Firmen, sich zu transformieren. Das heißt, Leute schlau machen, Prozesse analysieren. Ich meine, heck, das machen wir ja auch im Grunde, ne? Und dann AI-Use-Cases finden und versuchen, Sachen zu automatisieren, Menschen zu augmentieren und die zu empowern, einfach mehr Leistung hinzukriegen. Das Problem ist, das wird in den meisten Fällen nicht gelingen. Also wenn wir uns gucken, wie gut wir in Deutschland dabei sind, Firmen zu transformieren, wird das in den allermeisten Fällen nicht gelingen. Und ich glaube, die Firmen, die gerade dabei sind, solche Prozesse zu analysieren und den Firmen bei der Transformation zu helfen, die werden ein Gegenangebot machen. Die werden sagen, entweder machen wir diese Transformation mit dir oder wenn du glaubst, einer der, keine Ahnung, 80% zu sein, die halt hier auf die Nase fällt mit der Transformation, dann nehmen wir dein komplettes Department und das wird dann komplett durch Agenten ersetzt. Also dann nehmen wir deine Buchhaltung, dann nehmen wir, keine Ahnung, Kommissionierer, was auch immer und ersetzen das durch Agenten und Roboter. Und dann wird hier niemand augmentisiert, weitergebildet, wie auch immer, sondern dann schmeißen wir das weg und wir übernehmen das für dich. Und da können natürlich Layoffs kommen. Ob das jetzt aber ein Softwareentwicklungsbereich ist, ob das Produktmanagement ist, also die Welt, in der wir hier in unserer Industrie viel unterwegs sind, das wage ich noch zu bezweifeln. Du hast ja auch viele wichtige Leute aus den Unternehmen als Gäste in deinem Podcast. Wie gehen die? Wie ist Danke, erstmal. Also neben dir als Tech-Influencer, du hast ja gesagt, ne, von Uber und so weiter, also namenhafte Unternehmen und dort halt auch entsprechend ein paar interessante Leute, damit die auch was zu erzählen haben. Wie nimmst du die bei solchen Themen wahr? Weil Entlassungen, das ist ja auch, also sind die da entmenschlicht rational, begründen ja so, das ist halt der technologische Wandel, da müssen wir jetzt mitgehen? Oder fühlen die sich gezwungen bis dahin, dass es vielleicht sogar eine Ausrede ist, der Markt drückt uns so? Oder tun die sich damit schwer, tatsächlich die Leute in den Massen auch zu entlassen? Und sieht man da noch Menschlichkeit? Ein bisschen suggestiv, aber du weißt, wo ich hin möchte. Ja. Leute reden nicht gerne über das Thema. Die Leute, mit denen ich interview, versuche ich das von vornherein zu klären, dass wir darüber reden, weil das ein wichtiges Thema ist. Und wenn ich jetzt an die Folge mit Snapchat zum Beispiel nachdenke, da haben wir relativ lange darüber gesprochen. Und das war eine sehr kalte Sicht auf, naja, das ist der Lauf der Dinge. Gewisse Sachen werden halt in Zukunft von Agenten übernommen. Fairerweise aber viel weniger, als wir denken. Also, oder wollen. Ja, genau. Also Jeff von Snapchat, der ist der Engineering Manager, den ich interviewt habe. Und der hat halt erzählt, dass, also wenn er irgendwie ein Department mit, sagen wir mal, irgendwie 60 Leuten oder sowas hat, dann glaubt er, kann vielleicht irgendwie 3, 4
loswerden, in Anführungsstrichen, und dann halt mehr mit Agenten arbeiten und den gleichen Output generieren. Wenn jetzt Snap aber als Plattform wächst sozusagen, dann fallen diese Stellen logischerweise auch nicht wirklich weg. Also die sagen, ja, Das es heißt, ist durchaus die Gefahr, aber ist eher gering einzuschätzen. das heißt, der Blick ist dann schon realistischer auf die wirklich zu erwartenden Produktivitätsgewinne Genau, durch AI-Use-Cases, als man das so in der, Genau, die wie du Frage, sagst, wenn man durch irgendwelche Social Media blättert, dann denkt man, ich bin dort voll lost und die ganze Welt hat schon Produktivitätsboosts von 500% und so. genau, aber die Frage, die wir immer stellen müssen, ist halt, Hm? was hast du gebaut? Wie viele Leute nutzen das? Und nicht, wie viele Zeilen auf Code, wie viel PRs, wie viel irgendwas hast du gemacht, genau. Sondern, was hast du gebaut und wie viele Leute nutzen das? Und das ist am Ende alles, was zählt. Jetzt habt ihr beide ein Thema angesprochen, was ich da ganz interessant finde, oder ein Muster, was ich vermeintlich sehe, was mich interessiert. Das würde ich kurz gerne ansprechen. Du hast gerade das auch so formuliert, ne, 1, 2 Leute zu ersetzen. Und du hast ja gesagt, Produktivitätssteigerung, das ist das, was ich auch höre, ne? Durch KI, Effizienzsteigerung etc. Wenn wir uns historisch in Arbeitsmarkt, Management-Theorie, ne, bis hin zu Taylor und so weiter, industrielle Revolution zurückgucken, da wurden ein technologischer Wandel immer in den Wachstum investiert, also immer investiert und größer gemacht. Und Taylor war ja, zu wenig Leute setzen sich damit auseinander, aber wir haben ja unter anderem auch Taylor gelesen und den Buchclub, der auch über den Verein läuft, falls ihr euch mal ein bisschen aktiver auch bei sowas bei unserem Angebot beteiligen wollt. Und da war ein wichtiger Punkt, den unsere Teilnehmerinnen dann bemerkt haben, dass Taylor ganz klar gesagt hat, alles, was wir machen, ist zum Wohle der Arbeitgeber mit gleichzeitiger Maximierung des Wohlstands der Arbeitnehmer, also immer im Gleichgewicht. Und bringt dann auch Beispiele, wo er Effizienzsteigerungen sieht, die sofort wieder investiert werden zum Wohle aller und um das Ganze größer zu machen, Industrialisierung voranzuschreiten und es für alle Beteiligten schöner zu machen. Wir sehen dann später in der Managementlehre sehr viele fehlgeleitete Interpretationen von seinen Sachen und anderen Sachen. Aber es wurde eigentlich immer genutzt, um uns nach vorne zu bringen als Menschheit. Ne? Ochs vor den Karren. Und mit der Freizeit auf dem Feld haben wir dann angefangen, halt Bücher zu lesen, ne? Und konnten Gelehrte irgendwie als Profession ausbilden. Selbst die Leute, die dann arbeitslos geworden sind am Fließband, weil Roboter in die Industrie gegangen sind, ne? Die wurden woanders aufgefallen oder sind dann in den Dienstleistungssektor gegangen und der ist gewachsen. Im KI-Bereich reden wir hauptsächlich davon, dass wir zwar Produktivitätssteigerungen machen, aber dass wir Leute ersetzen und nicht, dass wir diesen Bonus oben drauf packen. Siehst du das auch? Ja, das liegt aber jetzt aus meiner laienhaften Einschätzung, sage ich einfach mal, so als der geneigte Zeitungsleser, liegt das hauptsächlich daran, dass wir ein demografisches Problem haben und ein totales Nachfrageproblem innerhalb Deutschlands haben. Also es ist nicht so, dass uns irgendwie die Bude eingerannt wird bei Maschinenbauern. Sind die Märkte oder erschöpft, irgendwas. meinst du? Ich glaube tatsächlich, dass Leute sich für deutsche Produkte deutlich weniger interessieren, als das noch früher der Fall war. Und international, der wäre ja Markt da. International haben wir das gleiche demografische Problem halt. Du hast eine ältere Gesellschaft, die demnächst ersetzt werden muss von einer kleineren, jüngeren Gesellschaft, die aber die Systeme am Laufen halten muss, die mehr, also das Gleiche, wenn nicht sogar das mehr noch leisten muss. Und gerade in Deutschland haben wir halt nicht unbedingt eine Startup-Kultur, wo jetzt irgendwie ein neues, disruptives Tech-Startup kommt und irgendeine alteingesessene Firma frisst. Wir haben halt eine Kultur von das Bewahren, was schon da ist. Das haben wir im Menschlichen, wo wir halt hauptsächlich Politik vielleicht für den Großteil der Wählerinnen und Wähler machen, sagen wir es mal so. Und das haben wir aber auch in der Wirtschaft, wo wir halt hauptsächlich schauen, dass wir die aktuelle Wirtschaftsstruktur mit den Firmen, die wir haben, bewahren. Ja. Das heißt aber auch, dass in den Firmen diese Strukturen, Prozesse, technologische Architekturen, Fabriken eher versuchen zu erhalten. Und diese Dinge sind aber schon so alt und so komplex, dass sie kaum noch verstanden werden. Das heißt, wir haben jetzt eine super kompetente, schlaue, erfahrene Gruppe von Menschen, die in den nächsten 10 Jahren in Rente geht. Oder das Renteneintrittsalter, sagen wir mal, genau, und dann aber als erreicht, ne? und dann wahrscheinlich sogar versterben, weil auch als Rentner sind ja noch als Konsumenten da. Das heißt, eigentlich müsste ja vom Marktvolumen das noch da sein. Aber das finde ich einen spannenden Gedanken. So ein bisschen haben wir das SAP-Problem. Wisst ihr, was ich meine? Nee. SAP ist ja, falls ihr mal mit SAP gearbeitet habt, also wirklich die Firma, die ist ja relativ agil, also hat ja wirklich auch moderne Ansätze gehabt, als sie ihre Software gebaut haben.
und haben dann das Problem, ähnlich wie Spotify, dass das dann der Standard wurde und dann eigentlich so das negative Abbild von dem. Die arbeiten ja auch mit Dienstleistern vor Ort an Karlsruhe, ne, und arbeiten mit Scrum und so weiter, haben jedenfalls sehr lange da agil gearbeitet. Aber der ganze Peripheriebereich, die Großindustrie drumherum, die Beratungsfirmen, die SAP dann in die Unternehmen führen, machen das im harten Wasserfall. Also die wissen gar nicht, wie dynamisch SAP eigentlich intern funktioniert und aufgebaut ist. Also da hast du ein komplett Kontrastprogramm dazu. Ja. Und hier, das höre ich gerade da auch raus auf einer Metaebene, bei den KI-Firmen, bei den Halbleiterherstellern und so weiter, die expandieren und der Markt wird immer größer und die Wetten gehen auch dahin, dass alles größer wird. Und da noch ein Datacenter und da noch eine Option und heute erst wieder gelesen, dass Nvidia Privathaushalten anbieten möchte, dafür zu zahlen, dass sie sich Wallboxen hinstellen, damit sie ein Mini-Datacenter am Haus haben. Ne? So ein Blutegel da als Wallbox. Und gleichzeitig in anderen Segmenten sehen wir aber, dass die Wirtschaft halt schrumpft. So, und deshalb müssen wir diese Effizienzsteigerung eigentlich im Austausch Indiana Jones-mäßig abwägen, wie wir das jetzt mit dem gleichen Gewicht halten. Und das ist halt schräg. Weil die Kerntechnologie sagt, das boomt jetzt alles und hier und machen und wir gehen weiter und Token verbrennen ohne Ende und alle anderen sagen, nee, wir wollen ausgleichen, weil wir sind jetzt und zwar nicht nur Deutschland, die sowieso konservativ sind, sondern international eher geneigt. So, macht mal ruhig und wir müssen mal vorsichtig sein mit Investitionen. Das ist interessant. Also in Deutschland ist ja so, dass 1,3 Millionen Leute jedes Jahr den Arbeitsmarkt verlassen und ungefähr 800.000 nachkommen. Und daraus ergibt sich halt eine Lücke von 500.000 Arbeitsplätzen, die wir so nicht schließen können. Also das heißt, du meinst also, dass wir mit den technologischen Reinvestitionen gerade uns darauf, also dass die deutsche Wirtschaft sich darauf vorbereitet auf dieses Loch. Naja, dieses Loch haben wir ja schon. Oder es wird ja größer. Aber es muss geschlossen werden. Ne? Also dieses Loch wollen wir offensichtlich, oder zumindest zeigt das der politische Trend, nicht mit Arbeitskräften aus dem Ausland schließen. Wir wollen es nicht mit Arbeitskräften aus dem Inland schließen. Dazu hätten wir vor ein paar Jahren Familien stärker fördern müssen. Schulen etc. Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Bildung, ja. Und jetzt ist die große Hoffnung AI. Das heißt, diese Lücke, die wir da schließen, müssen wir halt dadurch schließen, dass die Leute, die dann in den Arbeitsmarkt reinkommen, bis zum Bersten augmentisiert werden, um dann einfach den Job extra zu machen. Das heißt, das ganze Wissen von den älteren Generationen muss explizit gemacht werden, das muss irgendwie gespeichert werden, das muss den Agenten zugänglich gemacht werden und die neuen Leute müssen halt diese Agenten auch orchestrieren können, um dann mit dem alten Wissen überhaupt arbeiten zu können. Und das muss alles geschehen, bevor die Leute in Rente gehen. Genau, bevor die Treppenlifte wieder abgebaut werden. Und deine Argumentation nach dem Motto, durch die Industrialisierung mussten die Leute plötzlich nicht mehr 6 Tage 12 Stunden arbeiten, sondern nur noch 5 Tage 10 Stunden. Also stimmt bestimmt jetzt historisch nicht, ne? Aber die Arbeitnehmer hatten irgendwie auch was davon, so ein bisschen. Funktioniert dann nicht, wenn die Produktivität zwar steigt, aber deutlich weniger Menschen diese Arbeit leisten können. Dann müssen nämlich die Menschen einfach, dann verpufft der Produktivitätsgewinn, oder geht dann dahin, ne? Dass man mit weniger das gleiche. Finde ich eine super spannende Idee. Und gleichzeitig, weil wir hatten das auch, glaube ich, so in dem Podcast noch nie besprochen. KI ist ja leider immer wieder Thema. Wir sind ja sofort reingerutscht. Also nur für alle, die jetzt zuhören, das war nicht mal geplant, dass wir nur über KI reden gerade, aber es ist halt in aller Munde und es ist halt Thema Nummer 1 leider. Das ist leider in meinem Podcast das Gleiche. Wenn ich ehrlich bin, ich würde auch gerne mal über was anderes reden. So aber es ist irgendwelche spannenden Sachen, aber alle, wir müssen leider über KI reden. Ne? Und über Roboter, die von KI gesteuert werden und so weiter. Ja, dann haben wir endlich mal, dass mal die KI meinen Haushalt macht. Das ist ja das, wo wir letzte Woche, also für alle, die es interessiert, letzten Monat, in der letzten Folge, war ja Alexander Roddes hier, CTO von TVO und Fein. Und die sind ja in Deutschland oder sogar in Europa tatsächlich im E-Commerce-Bereich, also im Lagerbereich dann entsprechend die modernsten mit gerade. Und die führen nach Amazon weltweit. Und auch ganz spannende Gespräche darüber, wie dann halt wirklich Licht ausgeschaltet wird und Roboter eingeführt und so weiter und was da an Technologie kommt. Und Bezos ist ja auch in den Schlagzeilen für seine Investitionen im KI-Bereich. Ne, Amazon investiert halt anders in KI als die anderen Firmen, als Nvidia und Co. erstmal, sondern baut ganz klar in Robotik aus, ne, um da noch mehr Leute zu ersetzen auch, ja. Die haben halt ihre eigenen Kunden, ne? Das ist so ein bisschen wie bei Google auch. Also die können halt über ihr bestehendes Business gut monetarisieren. Ja, aber sie sind ja öffentliche Unternehmen. Also die Unternehmen sind darauf ausgelegt, dass sie sehr stark wachsen und das Wachstum bleibt die letzten Jahre ja aus.
wenn du KI vor allem mal rausziehst. Ne? Vor allem Google hat ja das gleiche Problem. Google ist halt Suchmaschine Nummer 1. 99% aller Suchanfragen oder was auch immer gehen da drüber. Die Zahl habe ich jetzt nicht gerade im Kopf, aber es sind über 90%, wenn ich das letzte Mal was gelesen habe. Das heißt, da ist ja nicht mehr viel. Also müssen sie irgendwie, und darum finde ich den Gedanken gerade so spannend, okay, dass die, und ich glaube, es ist nicht mal eine bewusste Bewegung, aber irgendwie, das, was du erzählt hast, macht Sinn bei mir im Kopf und bildet ein Muster. Die Frage, die sich dann für mich anknüpft, ist, wie stoppen wir das dann rechtzeitig? Weil am Ende ist es eine Abwärtsspirale. Weil wenn wir jetzt zu viele Leute rausnehmen aus dem Arbeitsmarkt oder junge Leute nicht reinbringen, dann sinkt wieder das Grundeinkommen. So, das heißt, die können sich den ganzen Konsum gar nicht leisten, den wir aber bräuchten, um den ganzen Scheiß zu betreiben. Mhm. Gute Frage. Ach, da hast du die Antwort gar nicht mitgebracht. Jetzt. Nee, ich habe die Antwort nicht mitgebracht. Wir müssten entweder lernen, wie wir Leute, also es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, das zu sortieren, ne? Also eigentlich müssten wir alle Register ziehen, wenn ich ehrlich sein darf. Wir müssten lernen, also auch wenn jetzt zum Beispiel rechte Politik irgendwie en vogue zu sein scheint, und linke Politik sich eigentlich mehr Einwanderung vielleicht wünscht, müssen wir halt irgendwie hinkriegen, das performant zu machen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir von außen Leute reinholen, die dann auch wirklich in den Arbeitsmarkt reinkommen und die dann hier auch tatsächlich leisten. So, um mal alle Argumente der Seite oder wenigstens allen unseren Seiten Scheiß zu bedienen. kaufen, damit wir halt dann das wieder, damit die Wirtschaft, aber die Wirtschaft muss irgendwie angekurbelt werden. Und so zwei große Punkte sind halt der Markt und der Arbeitsmarkt. Wir brauchen Konsum. Konjunktur. Ja. Und das ist, wie wir es heutzutage sehen, ist das definitiv nicht unbedingt der Export, den wir hinkriegen. Ja. Weil wir nicht mehr die Werkbank sind für die Welt, sondern das ist jetzt halt, sind andere Länder. Das ist vor allem China vorne dran. Das heißt, wir brauchen vor allem einen Binnenmarkt, den können wir innereuropäisch mit Zöllen, glaube ich, regeln. Ich bin jetzt kein Außenpolitik-Experte, aber ich glaube, wir brauchen Konjunktur, mehr Nachfrage und mehr Leute. Leute müssen, kann man hier Schimpfwörter sagen? Ja. Leute müssen ein bisschen bumsen halt. Also wir brauchen Einwanderung kurzfristig, ein bisschen mehr bumsen langfristig und dann sieht es schon gar nicht so schlecht aus. Genau, wir müssen jetzt aufpassen, weil wir sind kein politischer Podcast. Aber das sind dann Themen, wo die auch langfristig rüber. Lass uns mal kurzfristige Future Skills wieder in den Fokus nehmen. Und genau, wie du ja gesagt hast, wir werden diese Frage nicht beantworten können. Und ich glaube, ich möchte die auch noch ein bisschen mit mir rumtragen für die nächsten Folgen auch, weil du mich da gerade auf einen ganz spannenden Gedanken gebracht hast. Und vor allem dieser Punkt, diese Abwärtsspirale dann zu stoppen. China, hast du auch gerade gesagt, die sind ja gerade auch in den Schlagzeilen gewesen, weil sie das, was SpaceX machen, aber schneller, weil sie die Technologie haben, iterieren, einen anderen Arbeitsmarkt, vielleicht irgendeiner würde jetzt auch sagen, eine andere Arbeitskultur. Ja, aber hatten sie schon früher und ist auch egal. Wichtiger ist ja, dass sie die Lieferketten haben. Also die sitzen ja direkt am Kupfer, was SpaceX nicht hat und deshalb können sie auch schneller iterieren, weil sie direkt die Rohstoffe haben und einbauen können und solche Geschichten. Also wir sehen da sogar die Vorreiter der KI-Welle jetzt durch andere Unternehmen dann überholt. Also es gibt andere Länder, die das ja schaffen, das durchzuiterieren, wo wir wieder am Anfang der Folge wären. KI wird ja benutzt, um wieder schneller zu iterieren. Aber du siehst, wie formuliere ich es jetzt? Ich sehe dadurch aber keine Rückkehr zu zum Beispiel agilen Methoden oder modernen Prozessideen etc. und finde das ganz schräg. Also neue Leute oder Leute sind jetzt wieder neu gehypt, was schnelles Iterieren und Sprinten angeht, kommen aber nicht darauf, sich etablierte Methoden anzugucken. Siehst du das auch so oder wird das mit aufgegriffen? Wird das verheiratet? Kannst du ein bisschen was erzählen? Was meinst du mit etablierten Methoden? Also sagen wir mal, müssen wir ja vorsichtig sein, aber sagen wir mal, Scrum ist ja ein etabliertes Ding, also ein Konzept, mit dem man relativ zügig iterieren kann. Und viele Unternehmen haben das ja gezeigt, dass sie das hinbekommen. Viele können es nicht, aber es gibt Unternehmen. Ich merke nicht, dass die Unternehmen, die jetzt gerade sagen, oh, wir iterieren so schnell und das ist ja geil, sich dann mal umgucken und auch ein bisschen rückwirkend in die Historie gucken. Haben andere Firmen das in der Vergangenheit gemacht, um da sich nicht zu standardisieren, aber andere Methoden sich anzureichern, um da noch mehr PS auf die Straße zu kriegen, sondern die machen ihr eigenes Ding, ne? Ja, da bin ich fairerweise nicht deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass Scrum nicht fairerweise, das ist ja das Salz in der Suppe hier, wir müssen uns ja streiten. Irgendwann. Also ich finde tatsächlich nicht, dass Scrum irgendwie dazu beigetragen hat, dass jetzt Firmen irgendwie schneller iterieren. Ich glaube, dass eine gute Testautomatisierung, eine gut gepflegte CI/CD-Pipeline, Robotik, 3D-Druck, dass das vor allem dazu beiträgt, schnelle Iterationen zu fahren. Ja, und ist es nicht genau das, was die Vibe-Coder über den Haufen schmeißen? Also es gibt ja keine Rückbesinnung genau auf die Sachen, die du sagst. Ne, lassen wir mal Scrum raus. Ich bin völlig bei dir. Es gibt andere Techniken. Also, es gibt Techniken, die man da nutzen könnte.
Aber ich sehe hier wieder das Muster, dass nicht historisch zurückgeguckt wird, sondern sagt, oh ja, wir sind jetzt die Geilen, weil wir haben es jetzt rausgefunden mit unserer neuen Technologie. Aber witzigerweise. Nehme ich aber auch nicht überall so wahr. Also Ja, gern. diese klassischen Kernelemente von Experimentieren, Fail fast und Iterieren und Voranlernen und Reflektieren und noch ein Experiment gezielt machen und sowas, ne? Also das Iterative, das habe ich schon öfter sich jetzt rauskristallisieren sehen, dass das passiert. Und, weil das deine Mustererkennung ist und du diese Worte benutzt und diese Konzepte kennst? Oder weil die Leute tatsächlich das weil so die auch Leute jetzt nennen? erstmal nur planlos losrennen Mhm. und dann merken, dass das ihr Lernen, dass sie zwar ein Basiswissen aufgebaut haben rund um AI oder sowas, aber dass sie irgendwann merken, ein bisschen mehr, ein ganz bisschen mehr strukturiertes Vorgehen in unserem Experimentieren müssen wir haben. Ne? Wir sollten wenigstens mal Lernschleifen irgendwie haben oder sowas und diese Erkenntnis kommt dann. Ne? Und ja, wenn dann jemand dabei ist, der sagt, ja, das sind ja letzten Endes so ein paar agile Kernbausteine, sag ich mal, dann kommt es vielleicht durch die Hintertür wieder rein, diese Konzepte. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute für sich das ja vielleicht selbst entdeckt haben, wiederentdeckt haben. Oder wenn jemand da ist, der gesagt hat, okay, dann lass uns doch aber mal diese bewährten Dinge wieder hervorholen. Also das ist dann nicht, da kam dann nicht ein geil, lass uns jetzt wieder 2 Wochen-Sprints machen bei rum. Ne? Mhm. Weil ich glaube, der Treiber ist wirklich mehr, du musst das Setup haben, CIDs, CD-Pipelines, gute Tests oder 3D-Drucker, wenn man in Hardware unterwegs ist und sowas. Ne? Das ist eine viel, viel entscheidender da als Grundlage. Ja, ich glaube, wo ich euch beiden zustimmen oder deiner Eingangsthese zustimmen mag. Und das sehe ich tatsächlich sogar auch bei Big Tech, wenn man sich diese super agilen, schnellen, anpassungsfähigen Firmen im Valley anschaut. Leute nutzen AI auf einer sehr persönlichen Basis. Keiner rennt jetzt los bei Siemens zum Beispiel und sagt, ich vibe-code mal hier ein ganzes Produkt. Mhm. Irgendwie eine Gasturbine oder so. Das macht ja keiner an und für sich, sondern jeder überlegt halt, dieses eine kleine Dingchen, für das ich verantwortlich bin. Wie kann mir da AI helfen? Wenn das überhaupt jemand macht, wir sind immer noch bei den 16%. Also Mhm. nehmen wir mal an, Ja, innerhalb dieser 16%. So, das heißt, dieser eine Mensch wird jetzt schneller. Okay, und davor wartet aber das Arbeitspaket in irgendeinem Backlog, davor wartet das für irgendein Approval, danach wartet das vielleicht für irgendeinen Test. So, das nächste Level ist eigentlich, dass dieser eine Mensch sich als Teil dieses Systems versteht und sagt, okay, wie machen wir eigentlich dieses Feature? Okay, es gibt hier verschiedene Prozessschritte. Kriegen wir eigentlich einen Agenten hin, der diese Prozessschritte abklappert? Oder kann mein Agent mit dem Agenten vom Produktmanager eigentlich intelligent reden? Kann ich da einen Hook setzen, dass wenn der das Ding irgendwo reinlädt, dass der sich das dann holt und dann irgendwas macht und es dann vielleicht zu dem Tester rüberschiebt oder so? Und wenn ich mit dem später Kaffee trinke, erkläre ich ihm, wie der das hooken kann. Das wäre dann so das nächste Level. Aber da sind die allermeisten noch nicht. Und das waren sie bei Scrum auch nicht Ja. wirklich. Also wir Das fallen heißt, wieder in die gleichen Muster ja, rein. Ne? richtig. Also das wollte ich nur sagen, da wollte ich dir zustimmen, dass dieses ganze systemische Denken und welche Rolle spielen wir eigentlich in einem Produktentwicklungsprozess, gerade in großen Firmen, dass das in den meisten Fällen nicht wirklich da ist. Und das ist kein Mittelständler Klaus Rohrverlegeunternehmen-Problem, das ist kein Siemens-Problem, das ist kein Big Tech-Problem, sondern das haben wirklich einfach alle. Das ist wieder so ein dummes Menschending. Genau. Und das ist unter anderem also eines dieser großen Muster, die ich sehe, dass halt wieder in diese also in diese alten, etablierten Strukturen zurückgefallen wird von einer neuen Gruppe von Leuten mit einem neuen Thema. Also dass nicht zurückgeguckt wird. Ne? Also man nimmt sich nicht etabliert, egal wie etabliert das ist, aber es wird erstmal alles schlecht geredet, was früher war. Ne? Und wir machen jetzt mit KI, wir sind ja ganz anders. Und die Boomer, die können ja sowieso nichts. Aber ein paar Sachen könnte man gucken. Wenigstens, ich meine, vor allem, wenn man solche Experimentierkulturen aufbaut, sollte ja eigentlich die Idee da sein, mein Verständnis, dass man sich andere anguckt, was haben die denn falsch gemacht und was können wir daraus lernen. Ne? Also aus deren Fehler lernen, weil wir müssen jetzt, also so schnell wie wir auch sind, aber wir müssen ja nicht die Experimente alle nochmal neu machen. Ich sehe auch einen riesen Investitionsstau in Weiterbildung. Ne? Vor allem in der KI-Szene sehe ich sehr viele Leute, die autodidakt arbeiten. Und wie du gesagt hast, weil die Unternehmen, die strukturell Probleme haben, KIs einzuführen.
im größeren Stil, also alles, was über 5 Mann oder ein Team oder mein kleines Bauteil hinweggeht. Riesiger Klotz am Bein. Und da meine ich nicht nur die begründete Datenschutzgeschichte oder IT-Sicherheit und so weiter, sondern wirklich auch in der Handhabung und in persönlicher Angst oder in Mythen, die dann darum ranken, dass man da was kaputt machen kann und so weiter. Und es ist ein gigantischer Markt, ne? Also Palantir, ich weiß nicht, ob ihr Palantir kennt. Alex K. Peter Thiel Company, lohnt sich mal zu googeln, wenn man mal zu gut drauf ist am Abend und seine Stimmung ein bisschen schlechter machen möchte. Ja. Die haben ja so vorgelegt mit dem Konzept des Forward Deployed Engineers, Ja. wo sie halt gesagt haben, okay, unser Produkt ist so mächtig, dass du gar nicht einschätzen kannst, wofür du das alles verwenden kannst. Deswegen stellen wir dir jemanden zur Seite, einen Berater, einen Forward Deployed Engineer, du kannst ihn nennen, wie du willst, und der zeigt dir, was alles überhaupt geht mit dem coolen Ding, was wir dir hier hinstellen. Und das hat Palantir ziemlich erfolgreich gemacht. Das hat für die sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt hat Entropic, glaube ich, vor einem halben Jahr ihr Partnership-Programm gelauncht, weil sie einfach selber mit den Forward Deployed Engineers nicht mehr hinterherkommen. Musst du dir mal vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Firma wie Siemens mal schaust, die haben locker 2000 Abos von Entropic gekauft, sicherlich, geschätzt, keine Ahnung. Und aus internen Kreisen weiß ich, dass Entropic denen 3 Forward Deployed Engineers gestellt hat dafür. Und damit bedienen sie aber das Bedürfnis und dieses Muster in Zeiten der Unsicherheit. Kein Mensch weiß, wie es geht. Möchte ich irgendwelche Blaupausen oder Experten haben, die einfach die Best Practice nennen, die es auch die haben die ja noch nicht. Ja, die haben Wissensvorsprung. Genau. Ne? Wir müssen einen ganz kleinen Einschub machen, glaube ich, weil der Begriff ist ja noch relativ neu, kommt aus dem militärischen Kontext, taucht aber ja in den letzten Wochen oder Monaten verstärkt, vor allem durch Palantir geprägt, in den Jobbörsen halt auf. Kannst du einmal kurz beschreiben, was ein Forward Deployed Engineer macht oder ist? Also zum einen, dadurch, dass er so neu ist, ist es echt schwer, eine Definition für alle zu finden. Aber im Grunde ist das ein Engineer, der meistens von einer AI-Company kommt oder von einer, man könnte sogar fast sagen, dass ein guter SAP-Berater, aber so weit wollen wir nicht gehen. Und der dann der Workforce des Kunden, die halt das Produkt nutzen wollen, erklärt, wo sind Use Cases, wie baue ich gewisse Sachen, wie binde ich irgendwie MCPs an, wie verbinde ich das mit meinen Tools, wie kann ich denn sinnvoll Daten füttern, wo lasse ich einen Agenten anfangen, wo lasse ich einen Agenten aufhören, was mache ich, wenn ich mein Context-Window irgendwie erreiche, wie integriere ich das sinnvollerweise in meinem Code, wie kann ich ihm tatsächlich, also dieses ganze Slicing und Chunking von sehr großen, komplizierten Spaghetti-Code, wie kann ich das irgendwie in eine AI-Ingestion, dass die das dann auch wirklich verdauen kann und dann was mit dem Kontext anfangen kann. Also diese ganzen Fragen, die man sich stellt, kurz bevor man es dann doch so macht, wie man es immer gemacht hat, hilft dann der Forward Deployed Engineer und entweder sitzt der nebendran und hilft dem Entwickler, der Entwicklerin dabei oder zeigt einfach mal, was geht und legt dann selber Hand an, je nachdem, wie die Contracts halt sind. Ich wollte gerade nicht sagen, dass das ein wertloser Job ist. Ne? Ich glaube, es gibt ja auch schon ein Wissen, was vermittelt werden muss, all das, was du gerade gelistet hast. Ne? Aber ich glaube, der Markt für diese Art von Beratung oder die werden oft auch reingeholt mit diesem Bedürfnis, bring uns Sicherheit rein. Genau, aber um in dem Beispiel zu bleiben und das noch kurz zu Ende zu führen, also 3 FDEs auf 1600, 2000 Engineers, also das funktioniert halt nicht. Und wir sehen, dass die Beratungsfirmen aufkaufen und eine Wette, die ich mit einem Kumpel dieses Jahr eingegangen bin, ist das wahrscheinlich also entweder OpenAI, xAI vielleicht auch, oder Entropic gegebenenfalls Teile von Accenture kaufen wird. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die haben die Workforce dafür, die haben das richtige Kontaktadressbuch dafür und um da überhaupt dahin zu kommen. Wir sehen jetzt auch tatsächlich, dass mehrere kleinere Engineering-Firmen, die halt FDEs stellen, tatsächlich aufgekauft werden, wenn die richtigen Kontakte haben, wenn die richtig qualifizierten Leute haben. Also und gleichzeitig, aber wird immer mehr. Das, was mich bei dem Konzept des Forward Deployed Engineers stutzig macht oder was mich da wurmt, ist halt dieser Gedanke der One-Man-Band, die ich mir reinhole. Also ich habe nicht wie in der Vergangenheit einen Berater, der mir nur die Lösung präsentiert oder ausarbeitet, sondern ich habe ja, der dann auch noch die Implementierung macht. So, das ist ja abstrakter gesagt, der präsentiert mir die Lösung mit der Expertise und der baut es mir noch ein, du hast ja gesagt, oder sitzt daneben wenigstens, also ist aktiver dran beteiligt. Das fördert ja aber im Zweifelsfall wieder, und das ist das, wo ich meine Sorge habe, wieder die alten Muster, dass sich halt das
Wissen nicht ins Unternehmen trage, sondern mir dann eine Lösung nur einkaufe und sobald das Budget alle ist, bricht das wieder weg. Weil ich nicht die Struktur, also nicht das Fundament geschaffen habe, dass tatsächlich KI genutzt, also die KI-Nutzung wird nicht über 16% hinausgehen, wenn wir stark mit solchen Konzepten arbeiten. Das hängt davon ab, wie der Forward Deployed Engineer das handhabt, sage ich mal. Ne? Genau. Wenn der sehr im Tell-Modus unterwegs ist und einfach sagt, aber wie auch was zu beauftragt machen wird. ist. Genau, ja, was von ihm verlangt wird. Der könnte aber genauso gut wie ein technischer Coach sein, als damals Clean Code en vogue wurde und andere Leute einfach gecoacht haben darin, wie sie halt sauber Code schreiben. Also das könnte auch in die Richtung gehen. Genau, könnte. Es könnte aber auch wie DevOps sein, wo eine gute Idee dann in eine Perversion endet, dass wir dann DevOps-Leute, Teams einstellen, obwohl die Grundidee eigentlich die Leute wieder zusammenbringen sollte. Also wir haben dann wieder disjunkte Module geschaffen, obwohl eigentlich der Bedarf ganz klar dahin geht, oder also wir haben es ja jetzt auch identifiziert, dass es integriert werden muss. Also KI soll auch nicht ersetzen, sondern muss halt bereichern. Also es muss ja Alltag werden. Meine Meinung. Ich meine, es wird immer Firmen geben, die da einen schlechten Service anbieten mit den FDIs, die sie schicken. Bezahlt wird, ja. Genau, und es wird immer Firmen geben, die diesen schlechten Service kaufen werden. Ja. Die Frage ist, möchte man einer von den beiden sein? Ich glaube nicht. Ja, aber leider dadurch, dass das Geld dahinter ist und die Geschäftsmodelle, also solange das Geschäftsmodell der Beratung nicht geändert wird, wird das wieder, also sehr, sehr schnell dann halt in dieses Muster reinfallen. Das stimmt. Ich glaube allerdings, dass das die Zeit auch so aussortieren wird. Das haben wir ja mit Agile Coaching auch gesehen und mit der Rolle des Scrum Masters auch gesehen. Da wohl jetzt, das hat zwar einige Jahre gedauert, fairerweise, aber der Markt hat sich in den letzten 3 Jahren, würde ich sagen, schon ziemlich konsolidiert. Und die Leute, die das heute noch machen, haben vermutlich einen ziemlich guten Job gemacht, auch in der Vergangenheit. Und die Leute, die das heute nicht mehr machen, vermutlich eher nicht. Genau, da ist ja dann die Frage, warum ist dieser Markt konsolidiert? Nicht unbedingt, weil Agilität als Thema Müll ist, sondern meiner Meinung nach von äußeren Themen. Also ganz groß ist die Schwelle an Scrum Mastern und Agile Coaches aus anderen Bereichen, weil die Honorare gestiegen sind, weil die Nachfrage hoch war. Und das ist halt ungesund. Und da kommt ganz viel Quatsch da rein und halbgare Leute, Gurus, die dann die Szene kaputt machen und Halbwahrheiten und so weiter. Und halt mittelmäßige Qualität, die dann schlecht abfärbt oder ausstrahlt. Und zum anderen ist es halt ein Hype-Thema auf Investoren- und Geschäftsführungsebene gewesen. Und das ist jetzt durch KI und vorher ja Krypto und Blockchain und so weiter ersetzt worden. Das heißt, die Investitionen in solche Strukturen gehen jetzt woanders hin, weil es nicht mehr sexy genug ist. Genau, aber den nicht, gleichen dass das Hype-Cycle Agilität, werden wir aber mit FDIs auch erleben. Ja. Genau, aber das ist halt so das Problem, was ich da sehe, dass, also egal welche Meinung man von Agilität haben kann oder sollte, dass Agilität gerade ausstirbt, liegt nicht unbedingt an Agilität selber, sondern an der großen Marktbewegung. Das ist halt Kacke. Ja. Weil es sich nicht selber bewähren kann, sondern es ist einfach ein Hype-Shit. So, es ist gerade nicht sexy genug. Ja. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß wieder, also es ist kleiner als das, was es war und damit bricht der Markt dann zusammen. Das Kartenhaus. Ja, wenn ich mir als C-Level die Frage stelle, was für eine unternehmerische Initiative starte ich mal? Oder wofür werde ich nicht gefeuert? Setze ich mal mehr, ja, genau. Ja, das kommt ja was kriege ich bei den Investoren und beim Board halt durch? Das ist halt keine Agilität. Mehr Agilität ins Unternehmen reinbringen oder mehr KI ins Unternehmen. Die Frage ist aber, wie du es pitcht, wirklich. Ja, wenn du zu deinem Board hingehst und sagst, wir wollen irgendwie agil werden und die fragen, okay, wie wollt ihr das machen? Und du sagst dann, na, wir holen uns halt Leute und die treffen sich immer um 11.15 Uhr für 15 Minuten mit dem Team und alle 2 Wochen sprechen wir darüber, was gut lief und dann versuchen wir uns irgendwie zu... Das interessiert ein Board nicht. Und es interessiert ja auch niemanden, agil zu werden, sondern welches Problem lösen wir damit? Das war ja schon immer und da sind wir aber dann wieder... Aber wenn du denen sagst, wir wollen irgendwie unsere Codebase refactoren, wir wollen das in Module aufteilen, sodass wir dann quasi die neuen Produkte in der Hälfte der Zeit an den Markt bekommen, sozusagen, ne? Und dadurch die Konkurrenz und das meine ich ja, wir sehen jetzt die gleichen Muster, abstrakt betrachtet, wieder bei den KI-Bros und in der Bubble, die wir eigentlich beim Agilen hätten. Und da sehe ich vor allem 2 Bereiche, die super voneinander lernen und sich begünstigen könnten, aber getrennt sind durch Unwissenheit, durch fehlende Reflexion nach hinten oder auch durch fehlende Reflexion nach vorne. Ja, auch, ja, genau. So, und auch blinden Aktionismus. Also leider, wir haben ja dann auch viele Kollegen im Agile Coaching Umfeld, die jetzt sich AI auf das LinkedIn-Profil geklatscht haben, weil es halt sein muss. Ne? Also genauso wie viele Führungskräfte, die eigentlich keinen Bock auf Menschen haben, aber das ist halt die nächste Karrierestufe und Gehaltssprung. So, ne? Also da sind wieder systemische Faktoren, die Karotte vor der Nase halt packen. Ja, aber fairerweise bin ich ja auch einer von denen, wenn wir es mal so nehmen, ne?
Ich habe ja auch in der agilen Welt angefangen, komme ursprünglich aus dem Lean-Production-Bereich, bin dann in die agile Welt reingegangen, war dann relativ lange Scrum Master, habe mich dann in Kanban verliebt, weil es einfach mich sehr Das stark ist an ja meine geil. Wurzeln erinnert hat. Dann jetzt mit Stellar Work analysieren wir halt Prozesse. Wir schauen, wo gehen Backlogs verloren, wo werden Entscheidungen nicht getroffen, wo häuft sich Arbeit an, wo wird irgendwie der richtige Takt nicht wirklich eingehalten und gucken da einfach, an welcher Stelle der Produktentwicklungsprozess kaputt ist. Und wir sind mehr oder weniger also, ja, das ist uns mehr oder weniger direkt auf den Kopf gefallen, weil du findest, wenn du halt dir das anschaust sozusagen und solche Analysen machst, findest du zwangsläufig Punkte, wo du sagst, ja, ihr könntet da jetzt irgendwie Work-in-Progress-Limits machen und keine Ahnung was, aber ihr könntet auch also ihr könntet auch diese 5 Leute zusammenbringen, ein Skill schreiben, der quasi euer Backlog priorisiert und ausmistet. So, und dann musst du dir nicht die Verantwortung aufs Bein binden, dass du derjenige bist, der diese Entscheidung getroffen hat, sondern das, dieser Modus, den ihr gemeinsam definiert hat quasi diese Entscheidung getroffen und hat dann dein Backlog aussortiert und hat eine Prio mit reingebracht und hat Fokus geschaffen. Und das fällt Leuten oft leichter, als sich jedes Mal, jede Woche hinsetzen und sich potenziell dem Quatsch ausgeben, dass Leute fragen, oh, warum ist das Feature jetzt aber so weit unten im Backlog? Warum ist denn das irgendwie jetzt rausgeschmissen? Ja, Kannst du das es nicht ist vielleicht Da, doch noch da bin ich, sehr reinnehmen? da bin ich cooler. ja völlig bei dir. Sorry, da muss ich jetzt einmal kurz sagen. Da bin ich völlig bei dir und das ist ja den Punkt, den ich machen wollte. Ich sehe halt diese Synergieeffekte, die aber zu wenig genutzt werden. Mhm. So, ich könnte jetzt mit KIs wirklich also den Teil in Effizienz steigern und entmenschlichen, wo wir uns selber im Weg standen, um dann den Freiraum zu haben mit der Kapazität mit den echten Leuten, um dann an den spannenden Sachen zu arbeiten. Und Ja. ich kriege jedes Mal einen Hals, wenn irgendeiner wieder, auch bei meinen Kunden leider, dann sagt, oh, lass uns mal hier in einem Meeting ein bisschen straffer machen, wir müssen eine Effizienzsteigerung. Nee, genau dafür haben wir KI. Alles und was wir als Menschen anfassen, da müssen wir eigentlich so effektiv wie möglich sein und so ineffizient wie möglich, weil den Rest, den können wir auslagern in KI und alles Ja. andere. Also fairerweise sogar versuche ich zurzeit Meetings eher länger zu machen als Ja. kürzer. Mehr Weil Smalltalk. ich das Transkript nehme und ich habe einfach mehr Kontext in einem Transkript. Ja. Das heißt, bei dem einen Kunden waren wir halt so, wie kriegen wir eigentlich, also da haben wir Projektentwicklung analysiert. Und wir haben herausgefunden, dass einfach extrem viel Zeit vergeht, bevor die überhaupt mit einem Projekt anfangen. Und das ist halt Hardware, du musst dich über Supply Chain mit denen unterhalten. Du hast da extrem lange Zyklen, was das angeht. Also 1,5 Jahre irgendwie, bis da mal irgendwie so ein kleines Elektronikmodul kommt. Und was wir einfach herausgefunden haben, ist, dass dieses kleine Elektronikmodul eingebettet ist in einem so komplizierten Kontext, den wenige Menschen umreißen, dass der Versuch, das aufzuschreiben, in Tickets zu schreiben, in einen Projektplan zu gießen, der noch das ist alleine, ist das eine unmenschliche Aufgabe. So, und dann jetzt, also wie Und sie es vorher, menschenunwürdig ist es auch. und wie sie es davor gemacht haben, waren halt, die haben sich mit den Experten zusammengesetzt, haben sich ein paar Notizen gemacht und beide Daumen gedrückt, dass das ausreicht. Ja. Und was du jetzt machen kannst, ist, du setzt dich mit den Experten zusammen, du besprichst das ganze Ding einmal mit denen, du hörst dir jedes Wenn und Aber und hier die Abhängigkeit an, nimmst dieses Transkript und lässt dir dann quasi im Projektplan entsprechend eines Templates rauslassen. Genau, weil das Mit ist dem ja Projektplan mechanisch. kannst du dein Projekt pitchen gehen und wenn das durchkommt, kannst du dein komplettes originäres Transkript nehmen und daraus dann einen Backlog bauen für dein Projekt. Ist das jetzt irgendwie agil, Scrum, weiß der Kuckuck? Nee. Aber hast du irgendwie dieses eine sicherheitsrelevante Ding übersehen, was der Typ dir, der in 2 Jahren in Rente geht, so in einem Nebensatz gedroppt hat? Auch nicht. Du hast es trotzdem dabei. Ja, und wir werden da sogar noch, aber gleich, auch wenn du sagst, ne, ja, mechanisch, ne, es erfüllt dann nicht alle Regeln von Scrum und so weiter, mal geschissen. Aber Agilität wäre damit ja sogar einfacher. Also die Grundidee, iterativ inkrementell zu arbeiten. Ne, weil ich es ja kleiner machen kann, kleiner schneiden und leider sehe ich das aber nicht. Also es wird im KI-Bereich, sehe ich sehr viel Experimente und schnell. So, aber dann wird beim Vibe-Coding immer der Vorwurf, ne, da wird dann nicht auf Qualität geachtet, so, da wird dann sloppy gearbeitet oder es wird dann in KI gekippt, was denn doch lieber von Menschen gemacht werden sollte, weil wir da noch nicht sind oder weil es einfach auch zwischenmenschlich und die Verbindungen fehlen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, oder das erklärt für mich gerade, warum wir es noch nicht im Alltag sehen, warum nur 16% Verbreitung da tatsächlich ist. Weil es nicht verbindet, weil es nicht connected. Seid ihr familiar mit dem Sunk-Cost-Prinzip? Ja. Also Kannst du es aber für alle Zuhörerinnen einmal kurz erzählen? Genau, also Sunk-Cost ist, ihr habt irgendwie eine Idee, ihr wollt irgendwas starten. Und dann verbringt ihr so viel Zeit damit, ihr im ersten Tag recherchiert ihr, aber irgendwie klappt das noch nicht im zweiten, schaut ihr, was ihr alles braucht, versucht alles irgendwie zusammenzukriegen.
Und eigentlich ab Tag 4 ist euch schon klar, dass es so nichts wird, aber jetzt habt ihr schon so viel Zeit reingesteckt, irgendwie muss es doch gehen, ja? Und dann setzt ihr quasi noch eins drauf, obwohl es ja eigentlich schon klar war. Und alles, was euch davon abhält, den Stecker zu ziehen und einfach weiterzumachen mit eurem Leben, ist, ihr habt so viel Energie und Zeit schon reingesteckt und jetzt fühlt ihr euch gezwungen, irgendwas draus zu machen. So, das passiert auch in der Produktentwicklung gerade. Mhm. Das war eine Folge, die ich mit einem ehemaligen Engineering Manager von Google aufgenommen habe. Aber du siehst es auch in meiner Folge mit dem CTO von Rittal. Das ist so ein Schaltschrankhersteller, also relativ bodenständiges Familienunternehmen. Und ähm, Leute trauen sich Zeug nicht wegzuwerfen. Ja. Natürlich nicht. Ja, also, ach guck mal, wir haben jetzt schon 5 Stunden Meetings gemacht. Ich habe so viel Zeit reingesteckt, das irgendwie in den Projektplan zu gießen. Ich habe das runtergeschrieben, ich habe einen Budgetantrag gemacht, ich habe eine Risikoanalyse gemacht, ich habe hier eine FMEA erstellt, alles mit der Hand im PowerPoint und das war doch so viel Arbeit. Wir müssen uns dran gewöhnen, wenn wir mit AI arbeiten, Zeug früh wegzuschmeißen. Genau Dieses wie in Ze- der Agilität damals Ja, auch, ja. du hast ein Meeting gemacht mit dem einen Typen, hast das Transkript genommen, hast irgendwie einen Projektplan gebaut. Hat nicht funktioniert. Schmeiß alles weg, mach noch ein Meeting. Mach noch ein Meeting, nimm ein neues Transkript und mach einen neuen Projektplan. Das dauert nicht lange. Das sind irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde plus was auch immer dein Meeting dauert. Ne? Es ist nicht so, dass du dich jetzt da drin verlieben musst und irgendwie so eine eheähnliche Beziehung zu deinen Dokumenten im SharePoint aufbauen musst, sondern du kannst die einfach wegschmeißen, weil Text einfach sehr schnell, sehr billig generiert wird. Mhm. Mhm. Und da sind wir aber noch nicht. Ne? Wir verlieben uns immer noch zu Also sehr in unsere im Arbeit. Verständnis sind wir noch nicht da. Ne? Die, Ja, ja, technischen, genau. die technischen Möglichkeiten sind vorhanden, aber wir sind von unserer geistigen Kapazität noch nicht angekommen. Und vielleicht werden wir es auch nicht, weil es ist ja ein wiederkehrendes Muster, was wir bei jeder Technologie rückwirkend die letzten 10, 20 Jahre sehen können. Dass wir zu stark in dem verhaftet sind, was wir schon immer gemacht haben, wo Geld schon reingesteckt wurde, dann müssen wir das halt auch wegmachen. Irgendwann rentiert sich das schon und halten an unseren schlechten Wetten halt fest. Ich denke, es wird zwangsläufig probieren. Es kommt eine Generation auf uns zu, die mit AI aufwächst, die das nicht anders kennt. Ja. Als, oh, ich habe mal irgendwie im Abi eine kleine App gewibecoded, die irgendwie irgendwas an meiner Schule, irgendwas Cooles gemacht hat oder sowas. Ja, Abi ist rum, schmeiße ich weg, habe ich seitdem nie wieder aufgemacht. Die einfach gewöhnt ist, sozusagen so zu arbeiten. Und die kommt in die Arbeitswelt rein, trotz aller Hürden, die wir versuchen ja gerade in den Weg zu werfen als Gesellschaft. Und die wird diese Transformation treiben, weil alle anderen werden aus dieser Arbeitsgesellschaft austreten und kommen in das Rentenalter. Und dann wird sich das mit der Zeit von selber erledigen. Das glaube ich nicht. Das sind auch nur Menschen. Und die haben ja noch, auch mit der Wirtschaftslage, dann noch ein größeres Problem, sich selber was aufzubauen und was zu haben, auf das sie stolz sein können. Da wird wegschmeißen und sich von dem abwenden, von dem bisschen, was noch da ist. Und sei es nur die Apps, die ich auf meinem Telefon habe. Ich meine, das sehen wir auch bei Social Media, ne? Dass die Generationen an den Social Media Apps hängen und ne, nicht auf die nächste, also sich schwer tun, auf die nächste umzusteigen. Dass so viele von unserer Elterngeneration noch auf Facebook sind. So und so weiter. Ich meine, das ist ja auch ein Muster. Ich glaube das schon. Ich glaube, das ist klar, die junge Generation wird das treiben, weil die damit aufwachsen. Aber ich glaube, andere werden ja auch wir in unserem Alter sind noch nicht ganz verloren. Wir haben noch die Chance, das auch zu begreifen. Ne? Dass so für Ad-Hoc-Lösungen irgendeine technische Lösung hinrotzen lassen von der von der KI, ne? Eine IT-Lösung generieren lassen als Wegwerflösung, das ist viel billiger geworden. Und wenn man das noch ein bisschen besser beherrscht, wird es noch viel billiger werden. Das heißt, das wird irgendwann in die Routine übergehen, dass man sagt, oh, wenn ich das 3-mal oder 5-mal mache oder wenn ich jetzt hier für unsere Klassentreffen irgendwie einen Plan und ein Konzept und eine Einladungsliste und eine Befehlliste haben will, dann suche ich nicht stundenlang im Internet, was es da gibt, sondern ich lasse einfach so eine App mal kurz generieren und danach werfe ich sie wieder weg. Weil Tim hat uns gerade das Signal gegeben, Ja. dass er irgendwann nach Hause möchte, aber wir ziehen jetzt noch weiter durch. Ich würde hier nämlich gerne nochmal genau, ist das nicht, also ich würde gerne anhaken, weil ist das denn nicht das nächste Problem, in das wir reinlaufen, wenn wir Software, Apps etc. so benutzen, wie wir zum Beispiel auch mit, sagen wir, mit Möbel umgehen. Keiner hat mehr Erbstücke. Die IKEA-Möbel schaffen keinen Umzug zu überleben. So, also verlieren wir denn auch das Empfinden von Qualität? Wenn dann alles Wegwerfartikel wird? Ich weiß nicht, so eine Ad-Hoc-Lösung kann ja dann auch mal so geil sein, dass du sie halt nicht wegwirfst. Also setzt sich dann vielleicht nicht das Bessere doch noch durch oder bleibt? Oder dass wir dann die Angst davor, also die Sehnsucht nach Qualität dann
weil das alles wegbricht, so stark wird, dass wir uns dann von den falschen Sachen nicht trennen können und dann einfach Müll behalten. Ich glaube, Qualität wird das Differenzierungsmerkmal sein zu den anderen 100 Leuten, die genau die gleiche crappy, sloppy App vibe-coden, die du versucht hast. Und, weil ein schönes Beispiel, finde ich, gerade sind KI-produzierte Webseiten. Ne? Also am Anfang war es ja geil, dass sehen du alle einfach gleich aus, oder? diese Scheiße sieht alle gleich aus. Sieht wirklich gleich aus, ja. Es ist so grausam. Du siehst sofort, dass es eine KI-Webseite ist. Ja. Werbung auf YouTube, du siehst sofort, ob das echte Menschen sind oder nicht. Aber ich sag dir was, diese sloppy KI-Website. Also ich habe ja auch quasi, ich mache ab und zu so Angel-Investment-Tickets und habe eine Webseite dafür aufgebaut. Also es ist ja hier ein kleiner Podcast, ne? Hier kann man ja unter uns einfach mal ein bisschen aus dem Nächsten plaudern. Ich habe das quasi mit Claude Dispatch vom Klo aus gemacht. Mit, ich glaube, drei da, wo Prompts WLAN oder ist. sowas. So. Und ich finde, dafür ist es ganz okay. Ehrlicherweise. Ja, ne? genau, So, aber und es ist wenn halt ich jetzt nichts, wenn was man- du lange betreiben möchtest, was Nee, du ist es- vererbst und ist es- mitnimmst nee, und wo du ist es stolz nicht. drauf bist. Aber dafür war es auch nicht gedacht. Und ich habe ja immer die Möglichkeit sozusagen, da ins Repo zu gehen und das Projekt halt wirklich geiler zu machen und Aber das zu macht meinem ja Projekt zu keiner. machen. Also warum willst du denn Zeit investieren in so ein KI-Ding, wo du sagst dann, lohnt sich das? Ich meine, und in anderen Bereichen sehen wir den Effekt ja auch. Also in der Kunst gab es die Schlagzeilen bis letztes Jahr noch groß, dass KI-Bilder in Wettbewerben gewonnen haben und so weiter. Aber die Kunstszene ist ganz massiv dahin und sagt, nee, das hat keinen Wert. Und KI-Bilder werden halt anders bewertet und wie echte produziert. Weil keine Lore dahinter ist. Ja, genau. Ja, und wir auch als Menschen merken, okay, das ist nichts wert, weil da ist keine Arbeit hinter. Da hat niemand Energie reingesteckt. Schachspielen, seit 10, 20 Jahren gewinnen die Schachcomputer. Und trotzdem gehen wir auf Schulwettbewerbe, wo die schlechtesten Leute, also mein Sohn ist da Letzter geworden auf dem Schachturnier. Und natürlich sitzen wir da und feuern ihn an, anstatt uns dann die kompetenten Meisterschaftsturniere der KIs anzugucken, weil wir das nicht wertschätzen. Ja, aber da sind wir wieder bei Use Cases, ne? Also wenn ich eine Website habe, wo ich mir nur irgendwie was reservieren möchte oder sowas und die Website ist funktional und ist soweit okay, ne? Vom Style oder was weiß ich, dann muss ich sie ja nicht lieben, aber ich freue mich, wenn sie das tut, was ich möchte. Ne? Und dann will ich einfach nur das Ding erledigt bekommen. Also fast wie ein Social-Media-Post. Also zum Beispiel gab es die, LinkedIn ist ein gutes Beispiel, ja. Nee, ich meine, dass du eine Webseite baust, wie du halt einen Social-Media-Post absetzt sozusagen. Die EU Also hat zum hingerotzt. Beispiel, ja, genau. Mhm. Die EU hat zum Beispiel diese Idee von der EU Inc., dieser Gesellschaftsform aufgenommen. Müssen wir nicht tiefer eingehen, aber ich bin da so ein bisschen involviert drin und finde, das ist eine super tolle Sache. Und ich wollte so ein bisschen einen LinkedIn-Post eigentlich dazu machen und schreiben, das war das, was im originalen Paper gefordert wurde und das war das, was die EU gemacht hat. Dann dachte ich mir, weißt du was, du könntest mittlerweile eigentlich auch mit 2, 3 Prompts einfach irgendwie einen Agenten eine lustige Domain reservieren lassen und könntest es einfach als HTML dahin rotzen. Und dann ist es eigentlich ein bisschen cooler, weil alle denken sich so, oh Gott, er hat extra eine Webseite gebaut. Fakt ist, es hat genauso lange gedauert wie jetzt aber der Witz irgendwie ist, ein Post das schreiben. liest am Ende doch keiner. Also vor allem, ich habe jetzt LinkedIn so erwähnt, weil es da gerade immer schlimmer wird. Aber es Aber war du machst- schnell und ich hatte Ja. mehrere tausend Leute auf der Seite, Es ist- weil es den Nerv so, also weil es halt direkt rauskam, als die EU Genau, das und der Witz ist ja, veröffentlicht hat. die KI-generierten Kack-Webseiten, die alle gleich aussehen, hatten letztes Jahr auch noch dann andere Webseiten outperformt, weil du dann sehr schnell eine gut performende Webseite hinkriegst und mittlerweile appt das halt ab, weil alle Webseiten gleich aussehen. Und ich schrecke schon davon zurück, wenn ich das sehe, der neue irgendein Service, den ich interessant finde, gucke ich mir an, die Webseite ist KI generiert, ja, sorry, nee. Dann weiß ich auch, wie viel die da in ihre andere Sache, oder Genau, aber glaube ich, du erkennst das, wie meinst du, hast du... das Verständnis wird immer breiter. Also Ja, das glaub ich das ist, meine Kinder, die sehen auch schon, wenn sie ihre YouTube-Videos gucken, ne, also die gehen jetzt wieder dahin, dass sie wirklich gucken, wo nicht nur Minecraft gespielt wird mit KI-Stimme, sondern wo wirklich jemand mit einer Webcam wenigstens da drin sitzt, damit sie sehen, da ist ein echter Mensch drin und die machen irgendwas. Ja. Und schätzen das schon wieder schon anders an. Ich befürchte nur, dass das halt, dass das so ein bisschen wie beim Schönheitschirurgen wird, ne? Wir sagen, es fällt Zum auf. Wettrüsten. Nee, es ist mehr so es fällt auf, wenn es schlecht gemacht ist. Mhm. Und du kriegst gar nicht mit, wie viele gute KI-Seiten du eigentlich siehst. Das wird. Ja, ist auf jeden Fall eine These, die schwer zu überprüfen ist. Ja, Ja, stimmt. aber Social-Media-Bereich, ich finde es ja auch so spannend, dass viele die auch hemdsärmlicher produzieren, Shorts und so weiter, mit Kochlöffel als Mikrofonhalter und so weiter, weil das nichts ist, was KI generieren würde. Also um sich einmal abzugrenzen, Hochglanzproduktion wie wie Privatfernsehen,
Ne? Darum keine Ansteckmikrofone, sondern wirklich die kleinen Dinger da vor der Nase oder die Earpods oder so vorm Gesicht. Aber um klarzumachen, okay, das ist jetzt so absurd, das würde KI noch nicht generieren. So, darum kann ich dir zeigen, dass das ein echter Mensch, dass ich echt bin und so weiter. Ja. Und meinst du, einige generieren das mit Absicht schon mit KI, um den Effekt zu bekommen? Teilweise, ja. Aber ob der Aufwand sich lohnt? Und dann treibt es ja wieder weiter. Ne? Also es wird ja auch es macht ja keiner mehr einen Kochlöffel, weil du musst absurder werden. Also es ist ja was ich meine, ist halt, ich sehe das Muster, Dieses wo die Wettrüsten, Welle, was du ja genau, diese gesagt Welle wird vorangetrieben und die Leute laufen aber eher davon weg von den KI-Integrationen, weil es so billig ist und dann damit aber auch seinen Wert verliert, weil es dann auch inflationär genutzt wird. Und bei den Posts ist es ja genauso, ich lese ja keine LinkedIn-Posts mehr, sobald ich es Du merke, hast letztens okay, einen LinkedIn-Post von mir mindestens geliked. ja, ich habe ihn sogar gesehen und gelesen. weil du unser Gast bist, habe ich Like geklickt. Ja. Weil ich euer Gast bin, nicht Ja. weil die Nee, nein, ich Qualitätscontent. habe ihn nicht gelesen. Da waren Stichpunkte mit Smileys und dann dachte ich mir, als KI-Content. Ich glaube, den ersten Abschnitt oder so habe ich gelesen und dann gesagt, okay, kann ich zustimmen. Ne? Ist jetzt nicht irgendwie rechtsradikal oder sonst irgendwo politisch angesiedelt. Also da muss man ja wenigstens noch einmal durchchecken, was man liked. Heutzutage muss man echt aufpassen, weil auch LinkedIn sehr politisch geworden ist. In viele Richtungen, die ich nicht gut heiße. Und aber ansonsten oder noch geiler die Geschichten dann vom Finanzamt. So, wenn das Finanzamt einen Einspruch auf deine Steuererklärung zum Beispiel macht, dass du dann 180 Seiten generierst mit KI, dann rüberschickst, die werten das dann mit ihrer KI aus, weil das liest sich ja keiner durch und schicken dir einen Summary wieder zurück, das lässt du durch deine KI und am Ende. Ne, wir schicken auch die E-Mails zurück und hin und her, lassen dann E-Mails generieren, die von einer anderen E-Mail-Software nur als Summary zusammengefasst werden, weil wir die Zeit nicht mehr haben. Aber das meine ich eben mit, jeder nutzt KI individuell in meinem Industriebeispiel von vor, keine Ahnung, schon einige Minuten her. Jeder nutzt das individuell, aber wir sehen nicht das Gesamtsystem, ne? Wir sehen nicht die gesamte Kette. Warum schickst du als Mensch diese von KI generierten Text zum Finanzamt, damit die das KI generiert, also nochmal zusammenfassen? Ja, weil die Möglichkeit da ist und Warum dann reden sparen die nicht Leute. beide Agents miteinander? Und Ja, machen dann das noch einfach geiler. unter Ja, sich ja, genau. aus? Ja, So, ja. Aber dafür müssten wir halt auf einer höheren Ebene Ja, sozusagen da zusammenkommen. müssten wir stimmt. Vielleicht können wir uns darauf einigen, damit Tim auch irgendwann nach Hause kann, dass wir gerade in so einer beschissenen Spalte sitzen, also genau zwischen den Backen, weil an der einen Stelle könnten wir es effizienter gestalten, wenn wir mehr KI nutzen und an der anderen Stelle könnten wir raussortieren, wo wir eigentlich mehr menschlich sein müssten und wir sind aber gerade in so einer weirden Zwischenphase, wo beides nicht bedient wird und dadurch ist eigentlich alles Kacke. Ich glaube, das ist da laufen auch die Communities oder die Gesellschaft durch eine Lernphase, was ist denn jetzt irgendwie ein brauchbarer KI-Use-Case und was nicht. Ne? Und ob man jetzt, dann ist die Frage, guckst du optimistisch in die Zukunft und sagst, diese Veränderungsschmerz, komischen Phänomene, die wachsen sich irgendwann raus und die Leute wenden sich dann doch wieder sinnvolleren KI-Anwendungen zu. Oder ist man pessimistischer unterwegs und sagt, diese Scheiße überrollt uns so dermaßen, dass wir irgendwann gar nicht alles abschalten oder sowas. Ne? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall wird sich in irgendeiner Art und Weise noch viel verändern, glaube ich. Ne? Also mit einem breiter getragenen Verständnis, was ist KI, was hoffentlich irgendwann entsteht. Apropos Lernphase und um dann langsam in den Abschluss der Sendung überzuleiten, was sind denn die Gäste, also unser Podcast wird ja nicht gehört, darum kannst du ja offen reden, aber welche Gäste haben dir denn besonders gefallen, sind dir besonders in Erinnerung geblieben? 2. Einmal mein letzter Gast, tatsächlich, was jetzt die allerneueste Folge ist, wenn wir das aufnehmen. Das war Thomas Domke, ehemaliger CEO von GitHub, den ich die Folge habe ich in der Recherche gesehen. Der hat jetzt Entire gegründet und ich finde es halt spannend, weil er sagt, dass wir quasi über GitHub, über das, was GitHub aktuell macht, hinaus noch viel mehr Kontext, mehr Lore hinter unserem Code legen müssen, damit KI besser, also damit verschiedene Agenten viel besser miteinander kommunizieren können. Und es reicht nicht einfach nur zu sagen, hier ist irgendwie der Codeabschnitt und ein bisschen Doku dazu, sondern du siehst auch tatsächlich die ganzen Logs entsprechend. Das fand ich total spannend und hat mich nochmal dazu bewogen zu sagen, okay, mach das nicht. Also viele Firmen bauen jetzt irgendwelche Racks und versuchen irgendwie dieses Wissen der älteren Generation irgendwie noch zu konservieren, bevor die abhauen. Ne? Also das hat mich nochmal bewogen zu fragen, wo ist eigentlich der richtige Ort, um dieses Wissen zu speichern? Will ich das eigentlich, also will ich es in Git haben?
will ich es in der Datenbank haben? Also wo möchte ich das haben? Davor hatte ich immer so eine klare Antwort von, okay, alle gehen in die Datenbank und machen irgendwelche Graphendatenbanken. Das ist, glaube ich, der Weg. Und Thomas hat dann halt gemeint, nee, ich habe hier einen viel besseren Ort für Kontext zum Speichern. Ich so, ja, aus der einen Aspekt besser und irgendwas fehlt mir dann aber doch noch. Also das war auf jeden Fall ein was. Und schon ein bisschen her die Folge mit Jeff von Snapchat, Hm. weil er mir so ein bisschen gezeigt hat, dass der Trend eigentlich, wenn man sich jetzt so Frontier-Companies anschaut, weggeht von, oh, welches Modell verwende ich irgendwie wie und wo, sondern die Idee ist, ich habe ein proprietäres Interface, das ist mein Orchestrator und dann habe ich dahinter ein Dispatcher-Model, was sozusagen meine Anfrage sich anschaut und das dann an das passende Modell weiterreicht. Und dann hast du zum einen Token-Kontrolle. Das heißt, du kannst damit halt deine Kosten sozusagen nicht explodieren lassen. Du hast einen Filter, wo du sagst, okay, das ist irgendwie proprietäre, sensible Daten. Die möchte ich auf jeden Fall nicht, dass sie hier rausgehen. Deswegen verwende ich irgendwie ein Modell, was wir bei uns im Keller hosten. Und das nächste ist, ich habe nicht irgendwie ein OpenAI oder ein Cursor oder irgendwas vor mir, sondern also irgendwas vor mir, woran sich Leute gewöhnen, ne? Wo dann Leute vielleicht auch nicht mehr weg wollen von. Sondern ich habe hier irgendwas Eigenes als Interface vor mir, mit dem ich arbeiten kann. Und je nachdem, lass die AI-Bubble machen, was sie möchte, neue Modelle und schieß mich tot und keine Ahnung, irgendwas Cooles, ist komplett egal. Am Ende sind das alles Modelle, die ich quasi an meinen Orchestrator anschließen kann. Und das fand ich ziemlich inspirierend, weil viele Leute gerade auch Angst haben, so Abhängigkeiten vielleicht zu Entropic irgendwie zu entwickeln oder so. Aber ich glaube, das ist gar nicht so gefährlich, wenn man zumindest diesen Layer davor bewahrt und da irgendwie was Eigenes hat. Fand ich ziemlich inspirierend und hat auch viele Knoten bei mir im Kopf gelöst, tatsächlich hinsichtlich, wie nachhaltig ist das eigentlich jetzt irgendwie, dass wir nur 2 Firmen haben, die irgendwie den ganzen AI B2B-Kram machen. Mhm. Genau. Das wird auch noch spannend, ja. Weil wenn jetzt einige aus dem Rennen, ne, also bahnt sich ja an, dass Meta ja generell auch in dem größeren Kosmos von KIs rauskommt, ne? X, ne, Grok ist irgendwie hinten dran und so weiter und das konsolidiert ja sehr stark. Und was macht das eigentlich, wenn so ein Riesenmarkt, so ein Riesenvolumen auch von der Nutzung her nur noch von extrem wenig Playern bedient wird? Ja, potenziell sind es ja gar nicht so wenige Player, ne? Also Na, ich meine Open-Source-Modelle, Open-Weights-Modelle Ja. werden immer beliebter, werden auch immer mächtiger. Also ich bin jetzt kein Fan von XAI, Grok, Musk, irgendwas, weil wir auch vorhin über Politik gesprochen haben, Ja. aber fairerweise haben die ein sehr performantes Modell zum super Preis rausgebracht. Das heißt, wir sehen da schon irgendwie einen Preiskampf. Und als jetzt das neueste OpenAI-Modell rauskam, das erste, was passiert ist, dass Anthropic quasi Fable 5 nochmal verlängert hat und dann nochmal verlängert Ja, hat auf dem weil sie bisherigen Plan, weil sie müssen. Das heißt, also der Preiskampf und die Konsolidierung, also ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist eher eine Fragmentierung in verschiedene Modelle für verschiedene Anwendungszwecke, um halt auch kostenoptimiert irgendwie zu arbeiten und Märkte abzugreifen. Also ein unteres Marktsegment, ein oberes Marktsegment, je nachdem, was man eben bauen möchte. Das Spannendste tatsächlich an der ganzen Nummer sind die ganzen Open Source und Open Weights Modelle, würde ich sagen. Weil diese ganzen Bedenken und dieses ganze Zögern, was Firmen, gerade auch kleinere Firmen irgendwie tun, das brauchst du nicht, wenn du halt so ein Modell bei dir lokal laufen hast. Und das finde ich ja vor allem in der Kombination ganz spannend. Ich hatte es vorhin erwähnt, die neue Initiative von Nvidia zum Beispiel, ne? So kleine Wallboxen zu Hause. Wenn ich so eine Wallbox sowieso schon habe, da werden bestimmt auch dann andere Anbieter kommen und sagen, hey, wir könnten die auch umrüsten und dann hast du halt lokales Modell einfach als Warze an deinem Haus dran. Ja, das ist dann der Vodafone-Mitarbeiter, der dann kommt die Telekom schon wieder mit den, der deinen Router gebracht hat, der bringt dir dann den Router ein bisschen größer und dann läuft da Ja. irgendwie Olama Die bauen drauf. die dübeln den Ja, genau, Wallbox aber an. deswegen, also ich hatte mit dem Wording, das Dispatcher-Modell, hast mich neugierig auf die Folge gemacht. Die höre ich mir dann mal an. Weil genau, und wenn du sagst, die lokalen Modelle werden auch leistungsfähiger und sowas, ne, dann kannst du hinter diesem Dispatcher genau diese Regulierung machen. Was lenke ich hier regional hin oder in meinem On-Prem-Rechenzentrum? Was habe ich sogar lokal laufen? Welchen der Anbieter will ich jetzt gerade mal mir schnappen und sowas, ja. Welche Gäste versuchst du noch in die Sendung zu kriegen? Welche Unternehmen möchtest du dir gerne nochmal genauer anschauen? Also wenn ich ehrlich bin, würde ich einfach gerne mehr erfahren darüber, wie diese ganzen Frontier AI Labs tatsächlich intern arbeiten. Weil die shippen so viel, die erzählen so viel, aber irgendwie
würde ich das gerne erleben. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Folge der richtige Weg dazu ist. Ne? Aber jetzt irgendwie einen Peter Steinberger oder einen Boris Journey zu interviewen, wäre ziemlich weit oben in meiner Liste, fairerweise. Aber ich arbeite mich voran. Ich habe so eine Tier 1, Tier 2, Tier 3 Liste. Okay. So, und ich habe die reverse engineert. Ich habe erstmal geguckt, irgendwie, was sind meine Wunsch-Traumgäste, die ich irgendwann mal irgendwie haben möchte im Podcast. Und habe dann geguckt, wen kennen die schon? Mhm. Das war dann der nächste Tier. Und wen kennen die den kennen schon? Und wen kennen die den kennen? Und dann habe ich geguckt, wann komme ich dann das erste Mal bei irgendjemandem raus, den ich kenne? Ja. So, Du gehst dann über dein Netzwerk oder wie kommst du an Gäste ran? komplett, ja. Mhm. Es geht über das Netzwerk und viel geht auch tatsächlich über einfach die PR-Agentur der Firmen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, ich habe den Chief Software Officer von Mercedes interviewt und wollte wissen, wie der sein agiles Orchestrierungsmodell da baut. Das ist so ein Skalierungsframework, was die haben, der MBOS Heartbeat heißt das. Und da wollte ich einfach zu lernen. Und ich habe einfach kackfrech einfach deren PR angeschrieben, habe gesagt, der Mann ist ständig irgendwie auf Social Media unterwegs, möchte er nicht in meinen Podcast kommen, wir würden über das und das reden. Ja. Und ich hatte die Zusage eigentlich innerhalb von nicht mal einer Woche. Oh, Ohne cool. dass sie gefragt haben, wie viele Zuschauer ich hatte. Strike. So, Sehr geil. genau, also Netzwerk. Und was auch viel ausmacht, ist einfach, also ich fliege relativ häufig in Silicon Valley mittlerweile und bin da auf Konferenzen unterwegs. Einfach Leute, also die Communities, auch wenn das Valley ziemlich groß ist, die Community ist dann doch relativ klein. Und wenn man dort Leute kennt, die Leute kennen, die Leute kennen, dann kommt man da sehr weit, glaube ich. Genau, Und das ist hat alles für sehr mich gut familiär da funktioniert. unten. Genau. Da drüben und ja, ein bisschen südlicher. Als, Hinten. Ja, in der Ecke. Da oben. Das schon. Am Strand. Genau. Future Skills für dich persönlich. Was sind denn noch so Fähigkeiten, die du für dich rausgepickt hast? Du hast ja schon gesagt, Konferenzen, hast du da schon die nächsten geplant? Stehen Weiterbildungen bei dir an? Gibt es KI-Bereich und darüber hinaus gerade Themen, in die du dich konkret einarbeiten wirst, weil sie Also relevanter werden? an Weiterbildungen, ich bin ja originär kein Softwareentwickler, ne? Ich komme ja aus dem Produktions- und Elektronikentwicklung. Das heißt, meine Coding-Skills sind nicht nennenswert. Und tatsächlich lerne ich gerade Software zu entwickeln. Also Also so richtig oder Vibe? so richtig und dann Vibe. Ja. Also so richtig ist halt, dass ich halt Hobbyprojekte anfange und erstmal da so ein bisschen versuche, da reinzukommen als Außenseiter. Und das andere ist, dass, also Entropic bietet da ein super Weiterbildungsprogramm an. Das ist der Claude Certified Architect, falls man da wirklich dieses Zertifikat irgendwie erwerben möchte. Aber der Weg dahin über die Entropic Academy ist ganz gut. Deren Kurse sind frei zugänglich und ich habe tatsächlich alle gemacht. Das dauert ungefähr 2 Monate, bis man da durch ist. Oh. Und man lernt Entropic unabhängige, sehr wertvolle Grundlagen im Umgang mit KI und agentischem Arbeiten. Der größte Block ist irgendwie Coden mit der Claude API, glaube ich, heißt das. Und das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Hinter jedem Block gibt es irgendwie einen Test und man kriegt irgendwie ein lustiges Zertifikat, das man auf LinkedIn posten kann, wenn man Bock hat. Genau, also das mache ich parallel auch und das ist tatsächlich mittlerweile sogar bei mir in der Firma ein Standardding, wo wirklich einfach jeder durch muss. Weil das sind einfach die absoluten Basics. Okay. Und was Konferenzen angeht, habe ich heute tatsächlich einen kleinen Leak erfahren, was ansteht. Und zwar wird wohl im August der nächste Pragmatic Summit stattfinden. Wahrscheinlich wieder im Valley oder vielleicht sogar in Europa. Müssen wir mal gucken. Verrätst du für unsere Zuschauerinnen einmal, die es nicht kennen, worum es da geht? Genau, also kennt ihr den Pragmatic Engineer? Das ist quasi ein Newsletter/Podcaster, den ich wirklich sehr bewundere, den ich mir auch oft genug als Vorbild hergeholt habe für das, was ich mache in meiner Arbeit, muss ich fairerweise zugeben. Und der hat einfach ein wahnsinnig gutes Netzwerk unter den Big Tech-Firmen und aber auch unter den Frontier Labs. Und der hostet seit diesem Jahr einmal im Jahr den Pragmatic Summit. Und das ist eine relativ kleine, kuschelige Konferenz. Die hat jetzt im Februar in San Francisco stattgefunden. Und ich sag mal so, wer schon immer mal mit irgendeinem CX irgendwas von, sagen wir mal, OpenAI zusammen mit irgendwie Kent Beck und Martin Fowler irgendwie Bier trinken wollte, für den kann ich die Konferenz empfehlen. Zumal sie auch nicht so sonderlich teuer ist, was der Ticketpreis angeht. Dahin fliegen allerdings ist furchtbar teuer und dauert unfassbar lang. Genau. Und das ist auch die nächste Konferenz, die ich dann besuchen werde, sozusagen. Nice. Cool. Dann müssen wir leider
am Ende ankommen. Ja, genau. Bevor wir jetzt noch ich wollte im Kopf schon gleich muss mich Schon zurückhalten. nächsten Podcast anfangen. Nächste Fass aufmachen und nochmal in die Themen einsteigen. Aber lass uns mal hier zum Ende kommen. Und Per, du möchtest, glaube ich, noch was sagen. Genau. Wie an alle Gäste überreichen wir an dich den unsichtbaren, weil digital erhältlichen Baum, den wir für dich pflanzen werden. Wir pflanzen in jeder Folge einen Baum. Und für dich mit deinem Namen nicht in die Rinde eingeritzt, sondern auf das entsprechende Zertifikat. Der produziert dann irgendwann genug Sauerstoff, wie wir hier weggeatmet haben. Gute Luft und sammelt CO2 ein und genau. Kann dann für die nächste Podcast-Folge verbrannt und in den Strom umgewandelt werden. Schön. Ja, genau. Wir haben jetzt nicht genau ausgerechnet, wie viele Millisekunden KI wir da laufen lassen können. Ein bisschen als Ausgleich hier. Wie viel Token das ausmacht. Aber das ist, genau. Statt Pralinen oder Wein. Hast du deinen Vielen Dank. Genau, und damit sagen wir danke, Benjamin. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, gerne. Hat uns sehr gefreut. Per, war cool mit dir. Grüße gehen an Tim und vor allem an alle da draußen, die bis hier zugehört haben. Denkt ans Liken, Subscriben, Weiterleiten etc. Aber macht ihr ja sowieso schon. Dann bleibt es eigentlich nur noch zu sagen, genau, ich bin Alexander Stein und wir sehen uns in der Arbeitswelt von morgen.